machen, muss ich aber auch ehrlich sein. Aber er hat mich doch ein bisschen überzeugt und hat gesagt, komm, wir machen einen. Ist ja schnell gemacht. Ähm, da kann ich gerade sagen, nein, wollen wir schon. Jetzt muss ich mal meine finden. Da, Squad Battle und Season. Ja, ihr habt es vielleicht schon im Titel können lesen, wir haben das leider nicht qualifiziert für, also schauen, ob man uns gehört. Tipptopp. Leider nicht können qualifizieren für Weekend League, aber wiederum bin ich gar nicht so traurig darüber, weil es ist eine scheiß Saison, also eine scheiß Qualifikation, glaube ich. Ich habe gestern wirklich heimgekommen nach der Schule, also beim Fitnesszuschauer gsi, heim PC angemacht, Fernseher angemacht und das erste, was ich gemacht habe, ist mal gezockt. Dann habe ich Squad Battles angefangen machen und dann habe ich mir gesagt, komm, jetzt machst du doch endlich mal qualifizierst dich. Ich habe wirklich aufs Nichts rausgezogen und oh, wir haben sogar einen Schweizer. Lol. Aufs Nichts rausgezogen, eigentlich raus. Und dann habe ich mich einfach nicht können qualifizieren, das war ein bisschen traurig gewesen. Da Sanders, oder beendet, leider nicht geschafft. Schade. Genau. Es haben schon Leute 39 Spiele gemacht, alles klar. Der ist auf einem richtig guten Weg, 40-0 machen der auch. Der nicht mehr. Schon zwei Kommentare. Hi Firefred, herzlich willkommen im Stream. Und der Simon und der Dario, das sind eigentlich zwei Kollegen von mir. Schon 3-1-Sieg, okay, nicht schlecht. Eben, leider nicht können qualifizieren. Aber deswegen machen wir heute gerade Squad Battles. Ja, mir geht's gut, dir auch. Krass, FC Laubis, das ist gerade ist aber nicht so ein gutes Team. Diese wird wahrscheinlich ein paar Schweizer noch drin. Okay. Also Weltklasse. Profi. Halbprofi. Also so und da wahrscheinlich auch Halbprofi. Ja, ja. Einfach nur mal sicher gehen. MLS-Team? Nein! MLS-Team passt zu mir gar nicht, zu meinem Spielstil auch nicht, gar nicht. Du siehst, ich spiele voll auf Konter und ich bin schon so wie beim Team, ich will eigentlich nichts grossartig noch machen, weil, ja. Also was? Oh! Warte, das war eine. Ich bin nur zu Gold 2 runtergefallen, was? Also ich muss sagen, wir machen eventuell 900, 1008, 1008, 1008, 38. 38 wäre 23.000. Alter. Elite 3 will ich nie schaffen. Nie, 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 nie. Das ist unglaublich. Jedenfalls, wir spielen mal die 4 Squad Battles. Und dann mal schauen, Pack Opening wahrscheinlich weniger. Aber jetzt mal schauen. Wichtig ist, dass wir jetzt die 9 Spiele überleben. Ich habe aber am Ende verloren. Oh je. Ja gut, ich mache keine regelmäßigen Videos. Also ich werde mir in der Ferien auch Zeit nehmen. Ich habe es gar nicht im Auge. Ich werde mir über Weihnachten und Neujahr mal Zeit nehmen. Weihnachten und Neujahr, so jetzt habe ich es richtig gesagt. Mal Zeit nehmen und versuchen es eben mit vielleicht Facecam noch integrieren. Mit ein bisschen, wirklich so ein richtiges Stream-Layout zu machen. Also mit Donations, mit Abo, mit Musikzahl und alles drum und da. Und das wäre halt schon etwas, das ich will erreichen, aber ich bin noch nicht so weit. Da hat gerade die Leute, die ich kaufe, so bei Ili und bei Coco. Aber halt Profi müsste schon gehen. Ich habe umgekehrt ein System, also ich werde anfangen, ist auf Defensiv gehen, um versucht habe, das erste Goal zu machen. Sorry. Und dann ist es zurück zu gehen. Wäre geil, ja eben. Aber ich muss, ein Kollege, der ist ein Schweizer, der macht überhaupt nicht so Shooter Games und der hat auf Twitch alles gemacht und ich muss ihm, er will mir auch mal zeigen, wie man das alles macht. Das ist das. Nelly und ihre Tonprobleme für am Wochenende von der merken, dass für Nelly.
weil heute ist ganz gut, weil heute ist sie am Essen mit dem Chef. Und das heisst, Alessio hat Sturm. Das heisst, Alessio kann umschreien, nein, jetzt, die Mitte gibt es ja noch. Kann problemlos gamen, aber ich kann eigentlich Kopfhörer, eigentlich habe ich keinen Bock zu streamen, aber ich habe gesagt, ich habe eigentlich das Video schon heute raushauen, aber das ist nicht eigentlich alles mit Food Champions Rewards und mit den Squad Belt Rewards, aber ja, ihr könnt euch denken, wieso das Video natürlich nicht gekommen ist, weil ich einfach nur Scheiß-Tage habe, also der beste, aber 82 gewesen, aus 2 Packs. Der Game Sound ist zu laut. Warte. Game Sound zu laut. Game Sound zu laut. Oh, 5. Muss man sagen, ob es besser ist, ne? So, ist besser jetzt. Dafür gehe ich jetzt fast nicht. Kann ich nachher noch Leute machen am Kopfhörer selber. Der Coco bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Oh, Mertens. Nein. Okay, Hamschick, keine Ahnung, was du machst. Aber vor allem, ich hatte teilweise so Probleme mit meinen Spielern, ich weiß nicht, was das Problem ist. Also ein Spiel sind sie brutal angegangen, wirklich gut verteidigt und teilweise haben sie einfach nichts, zum Beispiel so. Oder so. Beispielsweise. Sie sind nur gute Geräte, gut reingegangen, aber wiederum den Ball verloren ohne Grund, oder? Mit dem muss ich weiß nicht, ob das an mir liegt oder einfach allgemein das Problem ist. Ich habe schon gehört, dass anscheinend ich nicht der Einzige bin, der das Problem hat, aber mir einfach einen Trick hat, um das anzuschauen. Zum Beispiel, dass man halt die Arbeitsrate auf Höchstsetz hat bei den Verteidigern. Und jetzt auch gut arbeiten. Mal Sachen anschauen. Eben, und Weihnachten Neujahr ist ein grosser Stream geplant, wo auch eben so mit Layouts gemacht wird auf Twitch eventuell aber auch nur auf YouTube. Ich kann jetzt noch nicht mal schauen, wie die Zeit passt. Ich habe ja jetzt noch eine Prüfung geletzt und Semesterarbeit halt noch zum Schreiben. Aber ja, das wird schon gehen. Muss mal schauen, wie das machen. Also ich kann euch so sagen, gestern bei dem Qualifikationsspiel, ich bin so ausgerastet. Ich hoffe es nicht, ich muss schauen, wie heute, wenn ich am Montag habe ich Studietag heisst auch Freitag zum Lernen. Muss ich mal schauen, ob ich den Controller geschlossen habe. Mittlerweile sind beide geschlossen, weil ich gestern einfach so ausgerastet bin. Ich hoffe es nicht, weil wenn ich nächste Woche auch wieder ohne die richtige Controller kann spielen, ich glaube, zwei Tasten schon kaputt. Das ist die Sprint-Taste. Muss ich das erstens mal umändern. Und zweitens mal. Ja, ich mache HF. Und zweitens mal, wie willst du spielen ohne F2-Tasten? Da muss ich erstmal alles umstellen. Und das wird halt ein bisschen happig. Also ich hoffe es nicht, dass es kaputt ist. Also ich habe es gestern Abend mal anfangs mal gemerkt. Aber beim letzten Spiel habe ich es ein bisschen gemerkt, weil er ein bisschen, sagen wir mal, die Wand geküsst hat und ein bisschen den Schreibtisch geküsst hat. Also ein bisschen stark geküsst hat. Das ist schon dunkel in diesem Bereich. Ah, Chance. Was? Egal was Chiellini da vorne macht, aber der Verteidiger. Ja, schade. Das ist so weit vorne stehen, das habe ich so gern gehabt im Spiel, aber teilweise jetzt funktioniert es gerade noch. Ich habe den Weg abgedrückt. Teilweise funktioniert es und teilweise funktioniert es einfach nicht. Keine Ahnung, wieso das Spiel jetzt gewechselt hat. Weißt du, jetzt zum Beispiel jetzt da, bei diesem Spiel ist mittlerweile fast alles egal schon, ob jetzt der Ball verliert, aber weißt du, vor allem dann in der Foot League, also Weekend League und allein schon die Qualifikationsspiele, das kannst du nicht brauchen, so Fehler, und das sind ja nicht willkürliche Fehler, das heisst nicht von mir gesteuert, also teilweise sind es ja wirklich vom
Spiel selber gesteuert und das mag ich halt nicht verleiden. Oh, stark. Oh, klar, also die verkürzte Version eben. Und deshalb brauche ich, also verkürzt heisst halt zum Beispiel für eine Aufgabe, also für das Thema an einem Tag haben die Leute 8 Stunden Zeit und mehr vielleicht 4, wenn überhaupt. Also wir müssen recht viel die Heim machen. Also beispielsweise, es gibt so eine Art Aufgabe, wo wir halt als Gruppe arbeiten müssen. Die Gruppe ist immer gleich pro Semester. Und dann ist es aber so, dass du dich immer wieder mal triffst und ein gewisses Thema, und das ist schon teilweise prüfungsrelevant. Und dann haben wir dazu noch eine Vorlesung, bla bla. Und also der beste Vergleich ist so, die Dreijährigen haben fast einen ganzen Tag Schritt 6, das wäre Informationssammlung zum Thema. Und zusammen, also Synthese also von Themas. Und wir haben irgendwie so 4 Stunden. Wenn überhaupt. Also das ist schon ganz krass. Das Beispiel. Und wir heute im Stundenplan mal gesehen, wo wir vorbeigelaufen sind in einem Zimmer. Jo. Wir sind eine recht grosse Klasse, also kannst du eine Prüfung... Wow, das tut mir leid, nicht schlecht. Eine Prüfung mittlerweile zurückbekommen. Und das war der, also wäre 4,5. Also, ja, bin zufrieden, aber dafür, dass ich fast mehr gelernt habe als für die ganze LAP, bin ich nicht ganz zufrieden. Ja, egal. Nehmen wir es, die Schule ist fertig, es ist Wochenende. Und ich kann keine Weekend League spielen. Ich habe wirklich gehofft, dass ich vielleicht 4 Wochen an einem Stück Weekend League spielen kann. Das wäre arschgeil gewesen. Das kann ich eventuell machen, wenn ich in der Praxis dann bin. Alter, ich habe noch nie bei Halbprofi ein Goal kassiert, noch nie. Als ob. Jo, egal. Spielen sollte man auch. So, jetzt schauen wir mehr auf Ballbesitz. Ich kann noch ein bisschen schwätzen. Ja, eben, schade eigentlich, dass ich halt keine Weekend League kann spielen kann. Weil ich habe wirklich eigentlich gedacht, dass ich jetzt die Monate würde schaffen. Ich weiß nicht, ob es die monatlichen Rewards auch als für zum Beispiel für Silber gibt. Beispielsweise, wir haben ja leider nur Silber geschafft. Wegen einem fucking Sieg. Jo. Stark. Nein. Eventuell eben, was habe ich gesagt, wir machen jetzt noch die 4 Squad Battles Spiele. Dann muss ich noch schauen wegen der Runde, ob es jetzt morgen auch noch mal spezielle Runde gibt. Ich habe die eine vom Sonntag einfach knallhart verpennt. Wie ich gemeint, das ist um 9, nein, 10 und das wäre um 9 gewesen, wegen der Zeitverschiebung, wo eine Woche früher war. Ja. Genau, Squad Battles und dann schauen wir mal. Eventuell Karriere wäre auch geil mit Basel. Da können wir wirklich das System vom Raphael Vicky vielleicht mal durchsetzen, dass wir wirklich auf Talent setzen und vielleicht auf Schweizer Talent würde holen, also bei Oberlinden Binden. Dort bin ich gespannt. Er ist schon ausgelehnt, aber zum Beispiel jetzt bei ihm, ob es bei ihm jetzt so eine Klausel gibt, dass man ihn abkaufen kann oder nicht. Weil normalerweise kann man das ja. Da bin ich echt gespannt. Oder eventuell den Vertrag auflösen und dann direkt kaufen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, die wir heute noch machen könnten. Das könnte man auch so machen, dass es zu einer Karriere wird. Einzelne Folgen eventuell. Und wenn ich halt kein Weekend League spiele am Wochenende, dass wir wirklich am Freitagabend einen Livestream machen. Toronto Karriere, fragt jetzt gerade einen im Chat, das ist die haben schon geile Spiele mit das ist nicht falsch sagen, Bartley, Jovinko, wäre schon das Team, das geil wäre, aber MLS wäre einfach mal was Neues, aber das wahrscheinlich noch nie jetzt, also als erste Karriere, also ich habe schon Karriere gemacht, angefangen, aber nie fertig gespielt, weil keine Ahnung, normal bin ich voller Karrieremensch, also Karrieretyp, Allegri, FIFA, voll Karriere, aber dazu habe ich so viel gehört, so viel Gutes gehört, vor allem von James und so weiter, wo ich gesagt habe, der muss es fast machen.
Toronto wäre nicht schlecht, aber eher für den späteren Verlauf dann. Zuerst Basel, dann vielleicht etwas Größeres, wo man wirklich dann den Titel schaut. Und dann mal schauen. Toronto wahrscheinlich jetzt im Moment noch nicht gerade. Toronto wäre aber wirklich so ein Projekt, wo man vielleicht Ende Jahr, schon Mitte Jahr, nächstes Jahr, könnte anschauen. Falls ich dann bis dann noch wieder YouTube mache, also nicht wieder so eine Pause muss einlegen. Aber mir jetzt wirklich eigentlich gut, sagen wir es so, aber nicht so, dass es zum Beispiel, ja, jetzt sage ich als familiäres Problem gehabt wegen YouTube beispielsweise, das sagen. Also meine ganze Weise dann schon. Der V spielt bei Bournemouth. Mit Ding zusammen. Oh, wer spielt dort auch noch? Auch jemand, der brutal physisch und Ding stark ist. Huddersfield wäre zum Beispiel eine Mannschaft, wo ich würde sagen, für Premier League, wo ich würde sagen, würde ich noch nehmen. Mit Danny, wie heißt Danny Walker? Nein. Wie heißt der? Ist ein Deutscher, ist der Kollege und der Trauzeug vom Klopp gewesen. Und jetzt trainiert er. Wie heißt es der schon wieder? Wenn ich jetzt den Namen würde hören, würde ich sagen, ja stimmt, der. Boah, jetzt fällt mir so ein. Das kann nicht sein. Letztes Mal eine Sportschau haben sie erst davon geredet. Nein, das war Offside. Obwohl, das ist kein Offside gewesen. Ja, genau dann wird das Spiel langsamer ausgehen. Der V spielt gerade bei Bournemouth, ich bin mir nicht sicher. Ja, ich weiss, da haben wir auch davon, also haben wir, nicht davon, aber den habe ich auf Facebook gesehen. Ja, aber der Kleine ist auch, der ist glaube ich mittlerweile gestorben. Rest in Peace. Der ist auch Bournemouth-Fan, glaube ich. Also jetzt nicht, dass er zum Beispiel, wenn er jetzt kein Bournemouth-Fan wäre, dass er vielleicht nicht supportet hat, aber ich weiß, was du meinst. Das Name hätte ich jetzt auch gewusst, aber ich weiß es nicht. Ich habe eine Gedankenlücke. Hey. Das hat nicht viel zur Schule gehabt. Jetzt nicht unbedingt. Man hat jetzt keinen retten. Danke. Umstieg. So, Sterling kann ich für Insigne. Oh was? Wir haben schon die 82 Minuten, ich habe noch nicht gewechselt. Was mir auch ganz auf Fußsystem auffällt, sind die ganzen scheiß Fitnesskarten. Alles klar. Nein. Nein. Danke dafür. Hey. Wembley Stadium. Please give a round of applause for today's man of the match. Number 11. Oh. Die Bronzespieler. Wir haben das erste Spiel von 4 gemacht. Also ich bin sicher, es etwa bis um 10, 11 streamen. Länger wahrscheinlich nicht am Morgen. Weniger am Morgen werde ich mit der Freundin auf der Herbstmesse sein. Sonntag auch nicht. Scheiße. Montag auch wieder nicht. Keine Ahnung. Aber ohne Scheiß, wenn ich streame und ich plane es. Das sind eigentlich ich plane es teilweise. Weil ich es dann wieder nicht plane, bin ich ein Arschloch.
wenn Karriere dann ohne Nummer und so weiter. Plus, ja, zum Beispiel bei Bad Basel würde ich voll ohne Karriere gehen. Da würde ich wirklich einen Spieler nehmen, wo mal im Gespräch gewesen sind, beispielsweise beim Basel Valentin Stocker und dann wirklich auf die Jungen setzen wie Mansambi, Pululu, Kutesa, auf den Schmid und so weiter setzen. Wirklich das auch. Genau. Bei anderen Teams ist halt so eine Sache, Donnarumma ist halt immer wieder ein Faktor, aber wenn zum Beispiel beispielsweise Juventus-Karriere und dann hast du einen Buffon im Goal und du tust Chesney und der ist dann gleich halt, dann holst du wirklich lieber einen Donnarumma. Donnarumma ist schon, heisst erstens mal gleich sogar, zum sagen. Soll ich auf Profi gehen, soll ich nicht auf Profi gehen? Komm, YOLO. Ihr pusht mich auch, wenn ich am Früher bin, oder? Genau, und wenn bei Juve ist wieder so sagt, dann würde ich sagen, ja gut, könntest du ihn ja holen. Meine Meinung. Es ist immer die Frage, ob es realistisch ist. Beispielsweise, dass Dolberg zu Basel ist, also wer zum Beispiel, das ist der Sommer mal eine Diskussion gewesen. Und ich fahre euch jetzt nicht, der ist echt mal im Gespräch gewesen bei Basel, Dolberg, aber statt Van Wolfswinkel als Ausleihoption. Ich glaube 2 Jahre haben sie geboten gehabt. Und das ist aber nie groß in den Medien gewesen. Das ist mal auf transfermarkt.com ist das gewesen. Das ist auch eine gute Seite, wenn du so ein bisschen Gerüchte rumhören. Und das war echt mal ein Thema gewesen. Beispielsweise, du könntest Stolberg immer noch zu Basel holen. Gleich wie es Gerücht war, dass der Saulo De Carli und Khelifi, beides Schweizer von Braunschweig, auch aufgrund von der Fanfreundschaft, dass die zwei zu Basel kommen. Ist auch mal im Gespräch, beispielsweise, das wäre ein realistisches Ziel für Basel. Wobei aber eine gewisse Saison, da musst du, klar, du kannst immer auf die Jugend setzen, vor allem wenn du nachher irgendwie 3, 5, 10 Sterne Skiller hast, 10 Sterne hast bei den Manager, das ist immer so eine Sache. Klar, aber du kannst ja zum beispielsweise Neymar und Ronaldo und Messi jetzt irgendeinen mal und alles klar, wo du Vorbetrag kannst kaufen. Klar würde ich mir jetzt kein Ronaldo holen auf die zweite Saison. Das ist logisch, also das würde ich jetzt auch nicht machen. Oh Gott. Hey, ich bin auf Profi, ich muss mich konzentrieren. Gut Druck und ausgleichen. So. Mal zurücksetzen. So, das Concentration. Wir spielen hier auf Profi. In Basel gar nicht. Eben. Das gleiche mit Mailand. Mit Mailand mittlerweile kannst du alle Spieler holen. Außer jetzt halt die grösseren Tiere. Also wie ein Hazard ist da mal im Gespräch gewesen, aber beispielsweise ein Aubameyang ist auch im Gespräch gewesen. Oh. Beispielsweise, also bei Mailand ist es was anderes. Bei Mailand kannst du Sturz kaufen. Aber klar kannst du kein Messi leisten, also kaufen, weil es wäre überpowered. Aber halt mit der Inter Mailand das Gleiche. Bei Inter Mailand müsstest du versuchen, dass alle mal verjüngst. Das ist das Thema. Das Team ist schon brutal alt. Ich habe es bei Baderschlappen gesehen, die Karriere. Also Miranda 30, Juan Mario 30, Eder 30, was gibt's noch? Brozovic glaube 29. Alles so ein bisschen. Das ist wirklich makaber. So, und jetzt schauen wir auf unser FCB da. Am Sonntag spielt die Schweiz gegen Morgenland, da hoffe ich auch, dass sie gewinnen in der Fußballhauptstadt zu Basel. Ah, stark. Mertens! Schade. Ja, das ist jetzt mal mein Thema zu, ja, mein Thema halt. Zu der Karriere. Ne? Also wenn ich Karriere mache, sind es 90% oder so. Ja, gut.
Das ist jetzt scheiße gelaufen. Ah, du bist doch vor dem Ball gewesen. Das meine ich da. Ich weiß, du bist vor dem zwischen Verteidiger und Ball, aber er kommt trotzdem am Ball. So richtig strange. Mann, die denkt, ich kann einfach da durchlaufen. So, jetzt gerade Konter stellen, kommt. Da fällt jetzt halt der Mandy. Auf. Nein, schade. Ich weiß nicht, ob das Cyprien war. Das ist ein Spieler. Oh, ich weiß nicht, ob der Franzose ist, aber in jedem Fall der Liga spielt. Jetzt wieder Mandy. Der denkt eigentlich, der ist irgendein Superstar und kann durchlaufen. Nein! 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 Was? Lol. Warte kurz. Oder halt, kommt auch lesen. Ich hätte schon mal gemerkt, das Nazi spielen. Nein, hallo! Ich habe die Schweiz tippen, aber die Schweiz ist die Quote so hoch, dann gehst du lieber ins Risiko ein und sagst, dass Nordirland gönnt. Nein, aber dann nur 1-0 gewonnen und das ist wirklich heftig. Also, es ist allgemein ein bisschen heftig. Also, die Heim gönnen, das ist klar. Also, die Heim müssen gönnen, also Basel müssen gönnen, das ist klar. Nachdem er auch in dem Stadion Ungarn und Portugal geschlagen hat. Das sind definitiv höhere Kaliber als Nordirland. Boah, ist der knapp gewesen, Alter. Aber ich muss sagen, es gibt ja bald die Nations League, es gibt keine Qualifikation mehr, so wie es tatsächlich gespielt worden ist. Das wird es wahrscheinlich schon mal geben. Aber bald gibt es ja die Nations League und es ist wieder etwas ganz heftig, dass die Schweiz im Top 1, also die Liga oder Top 1 ist. Das heisst, sie spielen gegen Gegner wie gegen Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien. Und da muss ich wirklich sagen, das ist klar, wir sind UEFA-Rangliste 4. Aber das auch aufgrund, dass wir wirklich 9 Spiele gewonnen haben. In der Quali. Also, das dürfen wir halt nicht vergessen. Das habe ich nicht gewusst. Das ist halt wieder auch so eine Sache, wo man muss schauen. Weil jetzt, also, andere Gegner, beispielsweise Deutschland, haben gegen Nordirland höher gewonnen. Das ist wieder so eine Sache, da muss man wirklich, nicht so toll für die Schweiz. In Bezug auf für die nächsten paar Jahre. Ja, das ist jetzt knapp gewesen. Das nächste Game, das ich mir sicher will holen, ist ich will Forza holen. Aber bei Forza habe ich etwas in Planung, wo ein bisschen teure Sache wird. Und deswegen, alles klar, deswegen mir noch nicht Forza will holen. Ja, falls ihr es wissen, ich will mir ein Playseat holen mit Logitech G27 Lenkrad und Gaspedalen. Aber das hat halt seinen Preis. Also wer vielleicht Felix von der Lagen schaut, oder den besser gesagt, der kennt das. Er braucht das für Formel 1, aber er hat einen Alcantara Sitz erstens mal und zweitens mal einen Alcantara Lenker. Nein, nicht mehr. Das hat das Formel 1 Lenkrad. Ja. So etwas Ähnliches. Aber nicht so hochwertig und nicht so teuer. Genau, aber das nächste Game wird wahrscheinlich das neue Call of Duty sein. Aber da muss ich gucken, weil ich nicht viel Geld habe, da ich studiere. Und das makaber ist. Makaber einfach in dem Sinn, dass ich kein Geld habe für das Spiel. Ich habe 11 Sport gemacht, jetzt passt diese Zählung gar nicht. Ich habe es auch am nächsten Tag realisiert, wo ich im Stadion war. Nein, das war ein geiles Spiel. Ich bin Benfica, ich bin sogar im Stadion und schon das 1-0 haben wir gedacht, das kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt schon 1-0 führen. Unglaublich, und dann 2-0, 3-0 und wir haben... Also das Klasse war ja, dass Placiveros dann noch wirklich noch sein erstes Champions League Goal geschossen hat und das mit 18 und ich bin mal weg, ich bin 19. Und der schießt einfach mit 18 mal ganz locker mal Champions League Goal Nummer 1, also Respekt. Und das in einem fremden Land, also der ist
Er ist schon mit 17 zu Basel gekommen. 17 oder 18 schon? Nein, 18 ist es. Wird das wieder auf 20. Das ist ja älter als ich. Ja. Gell, scheiß Gefühl. Nein, wieso scheiß Gefühl? Ich bin ja dabei gewesen, das zählt. Aber so richtig realisiert, dass man jetzt eigentlich ein Rekordmeister, ich hoffe es ist ein Rekordmeister von Portugal im Stadion gehabt hat und der einfach mal mit 5-0 abgefertigt hat. Vor allem, man muss ehrlich sein, es müssen höher gehen. Ich habe es im Nachhinein noch mal geschaut und wenn man bedenkt, so viele Chancen wie Basel gehabt hat Benfica Glück gehabt, dass sie nicht zweistellig gefickt worden sind. Entschuldigung für den Kraftausdruck. Nicht gegen Portugiesen auch, also nicht gegen Benfica, aber die haben ja wirklich scheiße gespielt. Habe ich selber nicht erwartet, aber man hat so schon stimmig irgendwie gemerkt, dass heute was läuft, also dem Abend was gelaufen ist. Ja. So, jetzt schauen wir das mal bei uns, was läuft. Mertens geht einfach am Rücken ab. Alles klar. Come on. Come on. Der Mandy. Der regt mich auf. Nein. Profi ist nicht... Nein. Pro ist nicht so... Ich will nicht sagen anspruchsvoll, aber in dem Sinn... Dass ich jetzt mir so schwer tue, regt mich schon ein bisschen auf. Nein! Das kann ja nicht sein, dass ich genau das Lattenkreuz treffe. Nein! Mann. Nein, also ich verstehe nicht, wieso sie so lange brauchen, bis sie schliessen. Ai. Schön, Kadrola. Nein. Jetzt machen sie Angriff und wahrscheinlich gerade das Goal, oder? Das wäre so typisch, ey. Oh, stark. Komm, Quadrado. Ah, schade. Die Pass kann ich mittlerweile auch gut. Den vorher nicht, nicht kennt, ich habe sie bei YouTuber gesehen. Und einigermaßen gewusst, wie die gehen, aber ja, nicht. Also ich muss auch ein bisschen mehr Tricks üben. Weil auch mal Stil, aber eben, wenn ich mal Zeit hat. Und bei nächster grossen Ferien werde ich nicht machen. Ich gehe es nicht packen. Und dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Zeit haben. Habe ich das Gefühl, oder gerade der Match geht brutal lang. Es sind 79 Minuten, ich habe das Gefühl, wir sind schon lange schon dran. Nein. Oh, Chiellini bei einer Cap. So Sterling noch und dann Biabiani für Mertens. Dann haben wir unsere Pace-Urne drin. Als ob jetzt so eine... Das ist unglaublich, was noch da liegt. Er hat doch dabei, Jan, Mann. Nein, komm. Auf der anderen Seite. Sandro, vielleicht noch einen Schuss, nein, noch abblocken. Jawohl! Oh. Jetzt muss ich wieder Vollgas touren und ich wette mit euch, jetzt treffe ich einfach das Goal nicht einig. Das wäre so typisch. Nicht so typisch, aber jetzt einfach so typisch. Das ist Penalty. Und rot für Cavani, komm los, komm rot.
Raus! Nicht mal geil. So, Icardi jetzt aber hier mit dem Ding. Als ob, ich hab voll nach links. Ja, das ist... Was habe ich gesagt? Ich treffe kein Goal. Das ist so typisch. Da vom Sané. Ja. Das ist genau das meine ich, das kann ja nicht sein jetzt, dass ich so Dinge mit dir mache. Nein, ehrlich jetzt. Ja. Elfmeter, er hat mir im... Ich habe mir nicht... Ich dominiere das Spiel 90 Minuten lang. Jetzt machen es... Das ist unglaublich. Hallo, angehen. Nein, etwas ist einfach scheiße. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of waiting. Ja, jetzt treffe ich jetzt nicht mehr. Das ist Ecke. Das ist aber Ecke! Er pfifft ab. So etwas meine ich. Das ist unglaublich. Das ist einfach ein Grund, wieso ich keinen Bock teilweise habe auf FIFA. Gold 1 wäre wenigstens mal wieder eine Steigerung. Also wenn wir wirklich auf Profi spielen. Oi, oi, oi. Du hast schon geschaut, ob das Ziel von heute. Kopfbeit. Jo. Oh. Oh! Das sind das die WM-Karten, die ich gehört habe. Also, hallo FIFA-Fan, beobachtet diese 25 handverlesenen Spieler mit dem neuen Weg zum Rum-Live-Objekten WCR bei ihrem Kampf um einen Platz im Nationalteam bis 17. November 1900 in den Sets. Wenn die Spieler in dieser Saison zeigen, dass sie ins Team gehören, werden die WCR-Live-Objekte, wie heißt das hier? Weg zum Ruhm. What the fuck? Was für ein Name? Automatisch für jede Topformleistung Team der Woche, Spieler des Tages, STD, Held, Rekordspieler oder Europateam des Turniers TTT abgegradet. Diese Zeit wird knapp, wer schafft den Sprung? Okay. Also Europa... Nein, WM-Karte. Okay, nicht schlecht. So. Ja, gehen wir jetzt mal hier mit den 80 PS. Basel gegen Basel! Nicht schlecht, finde ich. Jetzt habe ich noch nie gespielt, wo 80er Logo hat. Aber kein Basel-Trikot, das geht nicht. Wobei ich muss auch sagen, die Basel-Trikots von ihnen sehen ja richtig, also von ihnen sehen sie richtig scheiße aus. Ich muss sehr ehrlich sein. Oh. Hey, ich kann sagen, aber Musik. Ja, nein. Falls ihr vielleicht eine gute Seite kennt, wo man kann die Layouts machen für zum Beispiel jetzt Twitch oder für YouTube, wow, Alter, oder Twitch allgemein, dann einfach in die Kommentare runter, das würde mir ein bisschen helfen suchen. Weil das ist ja wirklich Plan mit Donations, mit Facecam, mit Sub, mit VIPs, mit Musik, alles um und dran, das ist wirklich auch geplant. Die Frage ist halt nur, wenn die Durchsetzung wird funktionieren. Ja, ich sehe das meine ich, und jetzt so Schuss kann plötzlich hier. Das ist halt jetzt ein Zufallsgeneralpreis.
Nach 2 Minuten schon anlegen. Schlecht hier. Ach! Jetzt merkt man, 10 Stunden Schule. Und man ist tot. Dafür hat man einen geilen Studentenausweis und bekommt die Hälfte. Da ist richtig viel Rabatt. Dankeschön. Ich hab gemeint, das wäre jetzt Eckball. Der wäre richtig klasse. Nein, ich kann weiterleiten. So, das. Oh. Okay, das hat nicht geklappt. Sag nicht. Warte mal schon ab 7. Ich kann noch schauen. Jetzt sind 36 Minuten sind die auf dem Spiel drauf. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die schon auf dem Markt sind und wie teuer so eine ist. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wenn die jetzt während der, also wenn zwischen am Schluss von der Weltmeisterschaft ins Team of the Tournament kommen, haben sie automatisch ein Upgrade. Und das sind die Leute, die jetzt erst ins Nazi-Team kommen. Aber anscheinend, ich habe schon gehört, dass sie zum Beispiel Forsberg ist drin. Und Forsberg wäre ja eigentlich unnötig, wenn sie heute gegen Italien, das ist ja heute Abend, schauen wir auch an, vielleicht schauen wir es sogar während dem Stream zusammen an, wenn sie heute Abend nicht gewinnen und Italien sollte sich qualifizieren, was bringt denn die Karte? Weil die haben ja Weg zum Raum, ja auch, aber nicht jetzt, nicht das Jahr, sondern vielleicht die ersten 2 Jahre in der Europameisterschaft dann. Wo dann 2020, das wird ja dann in Frankreich, nein in Frankreich, Europa wird stattfinden. Genau. Ah ja. Das ist das Einzige, was ich nicht verstanden. Wie ich nicht verstanden, wie er FCL heißt, obwohl er FCB-Logo dran hat. Also macht Luzern-Logo hauptsächlich dran. Wenn Luzern-Fan. Ich habe schon gesehen, FC Laubi heißt er, glaube ich. Aber eben, der macht doch FCB. Meine heißt, doch meine Mannschaft heißt FC Brasilia. Okay, sorry. Ich bin schon ruhig. Okay. Oh, stark. Ich komm mal. Oh, komm. Ja gut, Ecke wenigstens. Also Geheimtaxi. Oh, Alter, aber der Fuß mit der Fresse fast, oder? Mal auf. Aha, stark. Erst 1 noch gegen so einen schlechten Gegner. Ich muss 2-0 versuchen, aber sonst. Yes, und man will sagen, weil sonst wenn ich einfach ein Test passiert. Für Scheiße. Schon nur noch Schüler hat. Oh ja, stopp. Weiter geht's! Come on! Das ist wie erst meine zweite oder dritte Niederlage. Jetzt bis Squad Battles. Ich will mal auch ein Squad Battle schaffen, wo ich mal nicht verliere, wo ich wirklich nicht mal das Risiko eingehe. Aber ich habe das Gefühl gehabt, die Halbprofi ist mir jetzt viel zu einfach gegangen. Und viel zu einfach ist halt auch nicht cool. Ja, danke dafür. Dass der Ball einmal abprallt, weißt du, jetzt im Fuß, weil der den Fuß so Stahl, weißt du. Stahl. Das Klappband. Mensch. Das Stahl wird wieder abgekippt. Ah, schade. Oh, Alter, wie der Eiweiß kriegen. So, jetzt kommt er, komm. Oh, Mertens. Mertens. Jawohl, 3-0. Stark. Stark. Ja, gehört, wenn man Online Season gönnt, also Eis gönnt, dann sollte man auch anscheinend das
ich gerade System denke, dass man das könnte ausspielen. Über die Karriere. Das wäre auch mal so eine Challenge. Ich habe den Controller gerade hinter meinem Hals. Das wäre mal eine geile Challenge. Jawohl! Das war Icardi noch gewesen. Nein, es 4-0. Das 5-0 und dann wieder von hinten her spielen. Das ist Profi mit Spaß. Dann machen wir das letzte Spiel von der Weltklasse. Jetzt sonst wird es wirklich langweilig. Gegen ein Bronzeteam sollte es schon gehen, Weltklasse. Nein. Ja, zuschauen, einfach mal Fragen stellen. Oder auch eine Idee bringen, was könnte man heute noch spielen. Ich habe leider von 2017 hätte ich da. Das noch Farming Simulator von der Freundin. Den muss ich aber erst installieren. The Journey könnte man spielen. Da bin ich im Moment bei LA Giggle gewesen. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes for added time. So, 3 Minuten und machen wir einfach das 5 Minuten. Tack, tack. Wir machen Farmer Simulator, nein. Farmer Simulator müsste ich erstmal installieren. Auf das habe ich einfach jetzt gar keinen Bock. Weil ich gar keinen Bock habe, dass ich jetzt genau jetzt noch das Gold passiert. Das wäre noch schwierig. Jetzt könnte Melli ein Gameplay machen. Fragen wir sie, wenn sie kommt. Das machen wir als Abschluss, das darf ich nicht vergessen einfach. Fragen wir sie, ob sie Farming Simulator Gameplay machen. Anscheinend hat sie sich richtig aufgeregt mit dem Spiel. Mal bis sie jetzt langsam geht. Das ist halt bei diesen Games, wo du dann musst du Coins sammeln. Am Anfang hast du das Gefühl, geht alles wurde schnell und dann irgendwie hast du für ein Haus 3 Tage, bis du mal eins gebaut hast. Easy. Kommt sie noch? Ja, sie kommt heute Abend, also sie ist jetzt wirklich gerade an einem Geschäftsessen. Und ja, mal schauen. Wenn sie kommt, dann frage ich sie definitiv. Wir können ja zum Abschluss von der zum Abschluss von vom Streamen mal ein Spiel gegen das Ziel machen, wenn sie Lust hat, aber ich denke jetzt weniger. Ich weiß auch, wie die Melli teilweise ist. Morgen gibt es sicher kein Stream. Sonntag könnte ich mir vorstellen, dass wir am Nachmittag zusammen streamen und irgendetwas zusammen spielen. Da könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Aber ich muss ganz viel bitte schreiben. Weil sonst nicht. Aber ich denke jetzt mal. Ja, ich kann es euch nicht sagen, ist mal eine Idee. Ich kann es noch nicht drauf aufgezogen. Alles klar. Die ganze erste Halbzeit kommen wir dort für 2 Chancen, 2 Goal, alles fucking klar, Alter. Ganz ehrlich. Und plötzlich bekomme ich keinen einzigen Pass an. Ja, genau. Aber Grätsch zum anderen Spieler. Nein! Wieso machst du einen Trick? So. Nochmal lappen. Nochmal rauf. Zurückkommen. Ich bin ja in Real Life. Ich hatte
Ich weiß noch, wo ich wirklich, teilweise habe ich pro Tag 1 bis 2 Videos aufgeladen. Das weiß ich noch. Das ist zwischen meiner Lehre gewesen, und dann habe ich wirklich bin heimgekommen, habe 2, 3 Videos aufgenommen und dann ist am Anfang wirklich am Anfang vom Kanal, glaube ich, immer 2 Videos pro Tag aufgeladen. Das ist irgendwann ist es einfach zu viel Content gewesen, wo ich dann musste sagen, weißt du, nein, das kann ich nicht machen. Dann habe ich reduziert auf 1 Video pro Tag. Dann habe ich wieder reduziert um 3 Videos in der Woche. Dann gar nichts mehr, weil ich Pause müssen machen. Und dann wirklich 4 Monate, glaube ich, nichts mehr. Ja. Und jetzt bin ich da. Mache wenigstens eine Leistung in der Woche. Das klappt. Opa. Aber das Video wäre eigentlich. Alles klar, was ich sagen. Das Video wäre ja geplant gewesen, aber ich habe wieder mal einen Scheissdreck gezogen, wo ich wirklich gesagt habe, wenn der Best 82 ist, aus 2 verdammten Rewards, dann muss ich sagen, nein, das mache ich mit euch, tue ich euch nicht an. Also das Video für nichts, also da muss ich ja kein Video machen. Vielleicht, falls ich mal wieder gute Rewards bekomme, ich tue sie immer filmen, wenn es wirklich etwas Gutes ist, dann vielleicht im Zusammenschnitt mit dem anderen, aber richtig, Dings, das scheint weniger. So, also, mein Packlog ist ja richtig am Arsch. Das Einzige, was wir noch vorstellen können, was wir könnten machen, wäre im Januar, nein, nicht im Januar, Januar oder über Weihnachten, wenn Team of the Year rauskommt. Aber das Team of the Year kommt halt erst im Januar raus. Yes! Das wäre dann etwas anderes. Ich bin 1, ich kann mal 93 sagen, nein, 93 bin ich nicht, 86, 87 glaube ich. Ja, 1,87. Ja, also wenn du auf meine Bilder schaust auf Instagram, Italiano Badestrich 17. Das Problem ist, Melli ist auch mega klein. Melli ist 1,53 und ich bin 1,87 und 86. Und ja, deswegen sehe ich ein bisschen grösser aus als sie. Und ich bin halt auch breit gebaut. Das ist kein Lauch. Kein Lauch. Jetzt hau doch mal ab. Ui. So, jetzt haben sie 5 Goals gemacht und jetzt einfach geschmeidig da auf Pass spielen. Oder einfach laufen im Ball. So, lauf. In die Mitte. Durchziehen. Pass. Pass. Ah, alles klar. Habe ich Bronzespieler drin. Dafür Lauch forever. Geht ja eigentlich als Breite, das so My Power Food, da kannst du so richtig so 2 Kilo Proteine Dinger kaufen. Wieso ich jetzt Sterling ausgewählt bekomme, weiß auch niemand. Come on, come on. Ist das jetzt... Nein, ist das dritte Spiel. Oh. Dann mal ausprobieren, was klappt sogar. 15er BMI, boah, der BMI ist scheiße, kannst du vergessen. Ich weiss nicht, wie dass ich dick bin, aber dass ich Adipose das gerade 3 hat, was eigentlich übersetzt wäre, dass ich Bewegungsmangel hat und Schwierigkeiten hat, zum Beispiel Schuhe anlegen. No way. Alter, was ist das für Gerät gewesen? No way, also das habe ich definitiv nicht. Beim BMI ist halt das Problem, der misst halt nicht nur Körpergröße und Gewicht. Was er nicht misst, ist wie breit du gebaut bist, was dein Grundumsatz ist, bla bla, wie viel, eben, je nachdem wie viel Muskeln du hast, Muskelfett, Eigenfett und alles drum und dran, das misst es eben nicht. Das ist der BMI ganz scheiße. Ich glaube, ich hätte sogar 40er oder 36er BMI, wenn laut Ding, also dann haben wir
Ah, schon fertig. Nein, ist Halbzeit. Es fehlen also aber trotzdem 7 fucking Punkte auf Elite 3. Elite 3 wäre auch mal so ein Fortschritt. Gold 1 haben wir schon geschafft, Gold 3 haben wir schon geschafft. 3 und 2 haben wir schon geschafft. Gold 1, ich glaube 2 Mal schon. Das wäre das 3. Mal. Und Elite 3 wäre Hammer. Und man das Premium Gold spielen hat, hätten wir sogar schon. Mit einfach 8000 Punkte mehr. Aber gleich viele Packs. Gut, mit Elite 1 könnte ich auch nicht anfangen. Muss jetzt ehrlich sein. Mir fehlt einfach selten ein Spiel, dann bin ich lieber Elite 3 als sonst etwas. So. Nein. Also. Ich könnte doch schon mal überlegen, was wir jetzt nachher spielen. So. Jetzt geht jetzt ran an die Buletten. Natürlich ohne Fitnesskarte, also bist du wieder ein Held. Ja, ab jetzt. Das Geile, was mir passiert ist, ich habe letztes Mal so etwas gemacht, da hat es mir 950 abgezogen, ich habe das Ticket nicht, also das Ticket, das Objekt nicht gehabt. Tipp, wenn man die ganze Zeit abläuft, Zeug bekommt, einfach mal hinterher spulen. Aber es ist gerade alles auf... Nein. Das ist der Nachteil, wenn du viel spielst. Jetzt. Wo angenehm zum Zuschauen ist Formel 1. Eventuell. Und sonst machen wir auch Karrieremodus. Ich meine, ich kann Karrieremodus oder online ziehen, wenn du willst, wie ich rage, aber sonst. Chilliger. Formel 1 und FIFA, wir haben im Moment nicht auf Lager. Aber oh, schon, hat Melli BO3 da noch? BO3 hätte ich noch. BO3 hätte ich noch. BO3 wird wahrscheinlich auch wieder so ein Spiel sein. Vor allem wenn jetzt die ganze Zeit Karriere vom Büro. Wäre glaube auf die lange Zeit langweilig, weil du hockst im Büro machst nicht. Also was Geld wäre so KV Simulator. Wie macht man einen richtigen Kaffee? Wie erkennt man das denn? Nein, wie macht man es? Damit der Chef nicht merkt, dass ich auf Facebook bin. Nein. Also da muss ich jetzt gehen. Also soweit ich merke es jetzt schon im ersten Ansatz. Ich bin 100% schneller als dir und physisch stärker als dir. Also das muss schon alleine wegen dem Gameplay sein, einfach wegen. Ich bin ja teilweise 20 Punkte besser als die, also das geht gar nicht. Ja. Das sind die Mühsam geworden. Und hoffentlich macht der Rudi keine Kamikaze-Figur. Wer der Rudi nicht kennt, das ist der immer rausfliegen will. Also ich weiß nicht, wir wissen nicht, ob er Selbstmord gefährdet ist. Das wäre das nächste, was wir ab müssten machen mit ihm. Mein Gott. Online Stadtland Fluchtbattle. Das kann ich leider nicht durch PS machen. Das ist ein kleines Problem. Ich muss mir erstens mal einen richtigen... Ich weiß nicht, ob ich mit Laptop kann livestreamen, erstens mal das. Zweitens muss ich einfach mal schauen, das ganze Livestreamen, wie das am besten anbekommt. Oh, wie die Tannenmusik kommt. Nein, what the fuck. Nein, was ich sicher mal vorhabe, was ich jetzt auch gesehen habe,
gibt es eine Food Nation League. Das ist ein Deutscher, der so eine Liga aufgemacht hat für Leute, die Lust haben, neben Weekend League und Football auch noch was zu machen. Was auch für mich interessant wäre, zu mich messen. Aber ja, leider noch keine Antwort bekommen. Als ob. Wir haben einen Politik-Tag und all die Parteien aus der SP ist einfach langweilig gewesen. EVP ist auch okay, aber der Rest am liebsten ist EDU gewesen. Was ist EDU? EVP ist ja das gleiche evangelische Partei, SP Sozialding. Keine Ahnung von Politik kann ich habe, wo wir mal Politik-Tag hatten, der Politik-Tag einfach Politik ein Thema gehabt, haben wir so eine Auswahl müssen machen und ich wäre, also wo man halt würde stehen und welche Partei man sollte wählen, wo deine Interessen würde auch bedecken. Bei mir ist es einfach die junge SVP gewesen. Ganz heftig. Das ist schon letztes Mal so in der Kritik gestanden, weil nicht in der Kritik, aber in der Öffentlichkeit war, aufgrund von dem, dass die Präsidentin von ihnen ja was gesagt hat gegen einen anderen und der hat auch zurückbeleidigt und gesagt, ja, du und du siehst ja der Michael immer, also ganz krass. Keine Ahnung, was EDU heisst. Kann ich ja googlen. EDU heisst EDU Schweiz. Eidgenössisch demokratische und nationalkonservative, also linke. Bist jetzt ist SVP rechts. So viel ich machen. So, come on, guys. Now it's time to push. Boah, alles klar. SP, nein, ich weiß nicht, ob es, nein, das ist Sozialdemokratie. Das ist SD. Die Schweizer Partei, habe ich immer gesagt. SP. Nein, konservativ ist doch nicht rechts. Was ist denn links? Nein, links ist doch konservativ, nicht? Ich kann nicht, was konservativ heißt. Ja, gemeint, ich also. Homophob. Ja, danke. Keine Ahnung, was homophob heißt. Nein, Jesus. Homo ist ein Mensch. Das weiß ich schon, danke. So, nur aber. Ah. Links ist links, rechts ist rechts. Ja, danke, das weiß ich auch. SVP ist rechts, das weiß ich. CVP und FDP ist so leicht Mitte, aber leicht auch nach links. Boah, so richtige Abo-Stunde jetzt mit dir da. Das wäre auch so eine Nachhilfestunde. Alter, das wäre auch so geil. Stellt euch vor, am Montag gibt es immer also jeden Tag gibt es einen, der ist vom 8 Uhr am Abend, nein, vom 7 Uhr am Abend online bis am 9 Uhr am Abend und hilft Schüler in einer Nachhilfestunde. Und dann können die Schüler einfach kommen und zu ihm schreiben, Alter, das wäre auch lustig, wenn es das würde eine geben, hey. Der Nachhilfelehrer auf YouTube. Jeden Tag von 17 bis 19 Uhr für Sie da. Da kannst du auch donaten, so richtig lustig. Stell dir das so richtig so lustig vor. Die Frage ist, ob das echt mal gibt, ob es das gibt. Die Grünen sind aber auch, nein, die Grünen sind ja leicht rechts. Die wollen ja auch nicht unbedingt Leute haben, die halt das Land selber kaputt machen. Anatomie, ja sicher. Anatomie in Bezug auf was? Also Verdauungstrakt, Herz-Kreislauf-System, Atmungssystem. Kannst du mich fragen? Kleine links. Ja gut, Politik, nicht meine Basis, hast du vielleicht gemerkt. Grünliberal ist mehr rechts, okay. Ja eben, Anatomie kannst du mich einfach fragen. Ich müsste normalerweise wissen.
Eben, normalerweise, aber normalerweise ist halt... Oh, shit. Oh, shit. Boah, ich muss noch was saufen. Warte schnell, gut. Jetzt machen wir einen neuen Kanal auf. VG lernen leicht gemacht. Oder HF leicht gemacht. Oh! Ja, keine Chance. Psycherembel, was ist Psycherembel? Ja, Google, Google weiß alles. Alter, was heißt das? Ich bin hure müde plötzlich. Dann machen wir glaub lieber Karrieremodus. Beispielsweise bei Karrieremodus und Zakaria würde ich jetzt auch ungern holen, aber ich weiß ganz genau, dass es völlig unrealistisch wäre. Das einzige, was realistisch wäre, wäre auslehnen. Aber wenn man jetzt sieht, dass er mittlerweile zum Stamm, ich rede jetzt keinen Scheiß, er gehört mittlerweile zum Stamm von Gladbach, nachdem IB teilweise ihn als Rotationsspieler angewendet hat. Typisch IB. Hat mir auch meiner Meinung nach viel zu viel Logalo. Psycherem, was braucht man die Krankheitsbilder? Ah ja! Wir haben einfach allgemein Bücher gehabt. Aber jetzt das wird glaube ich neue Bücher geben für die Frage. Clark. Oh je, das kann man nicht sein, dass ich jetzt schon müde wird, hey, ganz ehrlich. Das wird so eine richtig Zeit für ein gutes Kaffee oder so eine richtig geile Energy. Aber irgendwie, ich habe extra so salziges Snack, weil ich Hunger hatte. Anfangen essen und dann habe ich schon gedacht, scheiße, ich hätte lieber etwas Süßes holen. Schau aber, perfekt gespielt. Ja, perfekt. Funktion von der Körperteile, also Hand, zum Beispiel, wenn du einen Handmuskel hast und zum Beispiel zu der Handfunktion eben bewegen, greifen, mit Hilfe vom Laufen beispielsweise ist die Handfunktion. Was die Hand auch ganz wichtig in Funktion hat, zum Beispiel ist der Tastsinn. Zum Beispiel. Wohnst du eigentlich allein? Nein, ich wohne noch bei den Eltern. Einfach auch aufgrund von dem, dass ich mich finanziell halt immer nicht leisten kann mit Auto, mit Versicherung, mit Krankenversicherung, mit Handy, alles und dran. Und ich war erst 19, aber ich bin jetzt im Studium, also ich habe direkt weitergemacht. Hätte ich nicht direkt weitergemacht, hätte ich direkt angefangen zu arbeiten und alles und dann wahrscheinlich wäre ich jetzt ein bisschen ausgezogen. Oder würde so im März ausziehen. Aber ja, zu dem kommt es ja leider nicht. Nein, meine Freundin wohnt dafür allein. Aber sie ist ja ein Stück älter als ich und die hat schon eine Lehre hinter sich und schafft auch schon. Für was wird Nieren gebraucht? Also, weißt du, wieso man... Komm, ich stelle jetzt dir mal eine Frage. Weißt du auch, wieso man die Nieren kann spenden? Wieso kann man eine Niere und eine Milz beispielsweise spenden, aber kein Pankreas, also kein Bauchspeicheldrüse? Also du kannst eigentlich mittlerweile alles spenden. Das ist eigentlich eine blöde Frage, aber wieso kannst du jetzt speziell Nieren und Milz spenden? Speziell die zwei. Weißt du das? Fragt mich schon irgendwo auf der Ausbildung. Was? Warte mal, Schatz, du
Bist du noch in der Ausbildung? Nein, du hast die Ausbildung noch nicht angefangen. Krass, dass du dich jetzt schon mit dem auseinandersetzt. Aber lernen ab Fachwörter, das ist wichtig. Also Latinisch muss ich unbedingt können. Also nicht Latinisch reden, aber latinische Sprichwörter, Sprichwörter, wie man es halt nennt. Also... Oh fuck, warte, siehst du, jetzt habe ich gelesen. Also ich habe gelesen, elektronisch ersetzen, jein. Man kann es elektronisch ersetzen, aber nicht langfristig. Du meinst jetzt Dialyse. Ja, Dialyse ist ein Automat, wo du zum Beispiel da zum Hausarzt gehst, dann hockst du an, dann macht er eine Nadel in den Arm, die ein dicker ist, mit einem zwei dicken Schläuchen, und dann hat es einen Zug, einer gibt es Zug, der andere spritzt, lässt das Blut wieder einfließen und das Blut geht über Automaten und das wird gereinigt. Aber wieso man jetzt Nieren speziell kann spenden ist, weil wenn man eine Niere hat, also man hat zwei Nieren, die tun sich die Aufgabe aufteilen, 50-50, aber eine Niere kann auch die 100% übernehmen. Das heisst, du brauchst eigentlich nur eine Niere, hast aber zwei. Deswegen teilweise kann man spenden. Das ist gleich bei den Mills. Und der Niere ist ja dafür da, für Blut sauber zu machen, Harn-Erstbildung, Resorption, Rückresorption von Wasser und alles und so. EKG ist langweilig, außer mit der QRST-Linie und bla bla, aber Wunden sind geil, das haben wir jetzt erst gerade gehabt. Wundmanagement, mit Ulkus Cubes und so. Oh, danke, Halle, bitte, bitte. Aber du kannst mir einfach fragen. So Zeug müsste ich jetzt zum Beispiel, das ist etwas, was ich so aus dem Hand kann rausnehmen. Blutspeichern nicht, aber aufgrund von dem, dass sie halt Wasser zurückresorbieren, weil du kannst dir so vorstellen, wenn du wenn die Nieren nicht so viel würde resorbieren, dann müssten wir jeden Tag bis zu 5 Liter pissen und das kannst du nicht, also dann wärst du nur noch auf dem WC, aber wenn du zu wenig Wasser im Blut zu wenig Wasser im Körper hast, hast du automatisch zu wenig Wasser. Also das ist gesagt, wenn du zu wenig Wasser im Körper hast, hast du automatisch zu wenig Blut. Ja, genau so. Ja, so meinst du mit Blutspeicher, ja. Aber Speicher machen eigentlich nicht richtig. Alles Fake News. Ja, also stimmt schon, dass wir Blut speichern, aber nicht du kannst nicht sagen, Nieren speichert Blut, das stimmt nicht. Säubert Blut und resorbiert Wasser, das ja. Aber Blut speichern glaube ich jetzt weniger. Außer es hat was Neues gegeben. Neue Erkenntnisse oder so. Oh, Bibiani, stark. Stark. Aber bei mir gleich liegt, ich habe Oberstufe ein Buch angestellt bekommen. Schau, das kannst du lernen, wenn ich Frage im Spital willst du arbeiten. Und dann dachte ich, oh boah, das klingt interessant, so nicht zu schwer erklärt, oder? Habe ich sofort gecheckt und dann mache ich das Buch, komme ich in die Lehre und denke mir so, Alter, was? Das ist ja cool, genau beschrieben und so. Das Buch ist gefühlt so 50 Jahre alt, ja. 1700 Punkte, what? So, 23.400... Habe ich das nicht sogar noch gesagt? 23.400? Hey, aber dann fehlt mir im Fall nicht viel. 4000 Punkte muss ich aufholen. Okay, es liegt drin, hä? So Jungs, was machen wir? Oder besser 5 Friends, was machen wir? Online-Season zum richtig Ragen. Foodcraft wäre auch interessant, aber Foodcraft ist ja wieder so...
Ich könnte ja mal schauen, wie viel Pjanic kostet. Also die Special, ob die Special-Karten schon draussen sind, die neuen. Wo ich jetzt meine. Nein. 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 Karriere, ja gerade, ich kann schon schauen, ob es schon Schmeichel. Ikone wäre auch das nächste. Ding One Swatch haben wir ja. Wir haben eine Scream-Karte. Keine WM-Karte noch. Ich habe schon richtig gelesen, dass sie heute sind, oder? Was ich aber jetzt gerade gemerkt habe, es hat viel mehr Ikonen, wo man sieht. Ich bin nicht hier Lichtsteiner-Hater. Jo, er ist halt alt und diskutiert halt teilweise zu viel, aber sonst eigentlich ist er schon ein guter Spieler. Ich hoffe, er kommt nochmal in die Schweiz spielen, hoffentlich bei Basel. Lang und Rechtscheiner als Verteidiger wäre der Oberhammer. Ich finde, glaube nicht, die sind noch nicht online, oder doch? Nein. Mal schon schauen. Da. Ah, geil! Ja, Alter! Das wäre jetzt Hammer, aber ich habe kein Geld. Oh je, okay, egal. Komm, machen wir Karriere. Ah, ja, schon angefangen, what the fuck? Machen wir eine neue? Machen wir schnell. Machen wir, jetzt haben wir halt mit Namen, aber links ist ja egal. Scheiß drauf. Ähm. Ich habe ja da nicht großartig viel gemacht, oder schon? Muss ja schauen. Dann machen wir halt eine neue. Ähm. Machen wir halt eine neue. Machen wir halt beides, komm, scheiß drauf. Ähm. Toronto, die schon schauen, ob die hohe Anforderungen haben. Das will mich einfach jucken. Niedrig, mittel. Die haben einen Verein von 280 Millionen, als ob. Nein, ich will eigentlich auch etwas Neues machen, aber ich weiß nicht was.
Italien wäre chillig. Geil wäre jetzt die deutsche dritte Bundesliga. Wäre interessant. Ich mache ja ohne Spritze. Dritte Liga machen doch nicht. Nein, das macht nicht so viel. Nürnberger Arsch, geil. Toronto hat nicht so viel Cash. Warte, das nehme ich jetzt wieder raus, aber Topscout würde ja. Nein, gut, Topscout brauche ich ja nicht so. Carlisle United. Vielleicht wäre noch ist von. Falls du kennst wahrscheinlich noch kennen. Carlisle United haben wir mal ganz früh mal ein Ding gemacht, das sind bis Liga 2, dann haben die glaub aufgehört. Crew Alexandra. Forest, das ist mal ein ganz neues Team. Forest, Greentown, Grimsby, Lincoln, Luton. Jupp. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir mal ein Ding gespielt. Also habe ich das schon aufgenommen? Ich weiß gar nicht. Oh, ich weiß es nicht. Ich nehme englische Liga 100 Pro. Da kannst du auch wirklich ein breites Spektrum an Clubs haben. Bin ich jetzt. Ja. Ich bin jetzt glaub, gefühlt zweimal vorbei. Mit dem Aye. Ja, genau, mit dem Aye. Genau. Aye ist auch dabei gewesen, dort, der Green Park. Sheffield United ist in der zweiten Liga, was? Frage ist, erste Liga oder zweite Liga? Ja, aber ich finde es nicht interessant. Portsmouth könnte man nehmen. Und es ist halt irgendwann wie Europa, wie alle gleich stark sind. Ja, aber du hast einfach du hast nur ein Ding. Du hast nur ein System, ein Turnier und dann fertig. Also, wir können es schon ausprobieren, aber nicht jetzt. Das ist jetzt mein erstes Ding gewesen. Ohne Scheiß, ich würde noch gerne Ding nehmen. Das hat es mir jetzt ein bisschen angemacht. Sheffield United, nachher. Ich glaube, ich nehme da. Was sagst du dir? Sheffield United, das ist. Nein, warte mal schon, das ist nicht das, was ich meine, oder? 1889, das kann nicht sein. Weil ältester Verein, warte mal schon.
Älte, älteste Verein der Welt. FC Sheffield Football Club, aber es ist United Sheffield. 1957. Mal schauen, mach schon FIFA 18. Nehmen wir Sheffield, oder was gibt's noch, was interessant wäre? Schon gut. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich Sheffield United nehmen? Yes, komm, scheiß drauf. Da bist du in der ersten Saison oben. Ja? Nein, dann müssen wir dritte Liga nehmen. Oh, schon Premier League, dann kommt Championship. Nein, ist nicht dritte Liga. What the fuck, was ist das für ein Bradford? Aber schon, hat der nicht ein Stadion gehabt? Das ist richtig gewesen. Stadion von London, Blackburn, Bradford, Bristol. Da, Portsmouth? Machen wir Portsmouth. Machen wir Portsmouth. Portsmouth ist egal. Oh, so. Machen wir Portsmouth. Das hat Hansus gemacht, aber Hansus ist ja, macht es mit wieder Jahren. Inter wäre wieder etwas. Also in Magdeburg hätte ich auch nehmen, aber ich kenne das System dort und es ist teuer, ich mag das nicht so. Ja, wie vor einem Jahr. Ist es auch Portsmouth gewesen? Bin mir nicht mehr sicher. Mit dem AJ damals, das könnte sein. Das kann sein. Aber mit Charlie United haben wir auch schon mal. Nein! Ich will nicht den Doppel haben. Äh, nein, ich sehe das so aus. Und dann Jogginganzug. Weltklasse. Nein, Profi. Ich kann es immer noch tun. So. So. Ja, Orsolini, genau. Außen, nein, das haben wir behalten. So. Ich finde auch gut, dass die Aktualisierungen nicht mehr so lang gehen. So, und ich mache da jetzt gerade mal Foothead auf. So. Ah. Ähm.
Ja, jetzt mal schauen, ob man was findet. Ist das Foto hat gesehen, oder? Ähm, Pineda ist zu teuer. Pineda ist, ich habe mal eins gehabt. Pineda ist ja der, Pineda ist das nicht der von Udinese? Das Sommerfall sind ja, je nachdem, wo man Livestream, wenn wir jetzt mal wissen, wo wir sind. So, ui, ui, ui. Nachher machen wir guten Tag, Alessio Italiano. Machen wir die Tür stehen. Holt mir natürlich gerade Mbappé und Neymar, oder? Was sonst? Nein, Scherz. Ascoli, Schamnichte, Corona Kielce. So! 4. Ja, aber klar, knapp klar kann ich noch. Okay. Gehen wir erstmal da schauen, was sie wollen von uns. Genau, gut. Gut. Das schauen wir nachher an, das schauen wir an, das schauen wir nachher an. So. Jetzt gehen wir schauen. Also, Büro. Ziele. Oh, mittelhoch sind. Okay. Also, verpflichtet ein Jugendspieler in derselben Saison, in der sie gesoustet wurden, für die Profimannschaft und sorge für einen Einsatz in 10 Friedensspielen. Gut, das wird schnell passieren. Verpflichtet mindestens ein Spieler unter 20 Jahren mit einem Potenzial, das nicht schon gut, das wird auch schnell gemacht. Ein Stürmer kaufen müssen wir, okay. Direktaufstieg schaffen. Runde von der letzten 32 im Emirates und Spiele haben um maximal 20%, okay. Ja, da gehen wir jetzt gleich schauen. Ich will eigentlich 100 Pro einen Jugendtrainer haben. Das Problem ist, wie teuer sind die Jugendtrainer? Ja, 3 Millionen, was? Ja, also dann haben wir so einen Schwed. Das ist perfekt. 4-4 ist gut für den Anfang. Eigentlich müssen wir den fast auf, auf England. Gerade niemand einschicken. Dann haben wir gerade einen. Gut. Also, dann haben wir schon mal einen Punkt geschafft. Jetzt gehen wir mal schon schauen. Also, ich will keine alten Leute haben. Alter, sind alle Spielbilder, what the fuck? Nein, nur mal eine Position da. Also, wir haben McGee 1,93 groß, recht gut. Im Verein 2017. 21 läuft bei dem. Gut, perfekt. Dann haben wir Bass als Backgoal 19, 12 Monate noch Vertrag, ist alles flott, bleibt. Dann haben wir 3 Verteidiger, 66, 65, 59. Thompson mit 26, oh, der ist langsam aber, hä? Also er hat gut, der wird wahrscheinlich gut sein als Physis-Wert. Dann haben wir, oh, der hat brutale Werte, du. 29, 26 und Talbot ist 30 gut. Talbot kann man sich mal verkaufen, der geht auf so eine Transferliste. 100 Pro. Gut, dann haben wir IV, also Ding ist gut bei dort. Vielleicht einen Jungen noch holen, dann, aber ist okay. Dann haben wir nur 3 IV, also IV müssen wir definitiv was machen. 21 Jake Watmark, Matt Clark 66, Christian Burgess 67. Der ist gut, gute Wert. Mit Clark und dann halt Watmark als Backup, aber da müssen wir sicher noch jemanden haben. Dann haben wir aber 4 LVs. Donahue, der ist jetzt an 63, okay, ist okay. Ah, okay, gut, der Emily McClory kann noch IV spielen, aber der ist nur verliehen, okay, von wem? Ah, sieht man nicht. Hans Trupp, 20,59 ist okay, und 64, also der LV, der rechnet jetzt mal, okay, also einer, der können wir gleich fast beenden. 23, das sind alle jung, als LV können wir sicher mal lassen. RM haben wir nur einen, schon mal Love, Witherington, 1851er,
Ja, gut. Dann haben wir. Oh, ZM haben wir viel. ZM braucht man höchstens zwei. Also den kann ich vielleicht mal anprobieren. Okay, nein, ich muss den. Oxlade Chamberlain. Ah, das ist wahrscheinlich der Brüder. 19 schon. 8, das sind junge Spieler, die müssen echt beide auf Leihliste setzen. Und er eigentlich auch, aber er ist wahrscheinlich erst gerade gekommen. Rose 29, May 59, Key 65, and Close. Wenn wir Keep könnten verkaufen. Ah, aber es ist wieder so eine Sache. Rose und Keith als Backup. Wobei Rose tue ich mal auf Transferliste. Weil da könnte man als, hätte man sich mal Geld und der, wobei nein, warte mal schnell, der Rose bleibt mal. Schon konnte anschauen. Ja, dann haben wir LM, haben wir keinen Moment. Bennett 26, LM, ZOM und RM. Hochangriff, nicht schlecht. Gut, da können wir sicher. Lalkovic 64 hoch, niedrig. LM, ZOM, Naismith, LM, RM, ZOM. Oh, der bleibt 100 Pro, das ist egal. Und Kennedy, LM, RM, also das, die so stark und die machen auch der RM Löwen nicht schlecht. Okay, dann haben wir Bedford 1852 als 10er, okay. Dann können wir vielleicht mal. Schau neu. Nakama ist ausgelehnt, dann haben wir Main. Aber Chaplin ist doch da. Also den können wir sicher mal auf Transfer. Oh Scheiße. Auf Transferliste tun. Ist wieder runter. So, also Main haben wir auf Transferliste. Dann spielt er Chaplin spielt mit Pittman und die Hawks haben wir als Backup. Aber Hawks könnte man jetzt auch wegnehmen. Oder Pittman. Pittman aber fast ein 70. Wobei wir beim Pittman. Ah, der ist auch neu da. Und Hawkins aber auch. Und Chaplin eben auch. Oh shit. Also dann müssen wir auch einen Stürmer kaufen, was vielleicht als Backup gut ist. Oh wow, 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 wow. Das wird lustig. Das sind immer so Ziele, die eben völlig unnötig sind. Aber ein Backup. Jetzt müssen wir fast einen Backup-Stürmer holen. Können wir wieder anschauen. Das ist jetzt alt. So, dann machen wir jetzt mal schon global. Sonst, dann hast du auf England, also Australien musst du sicher nicht an. Aber du könntest auf Deutschland. Deutschland ist eine gute zweite, dritte Liga. Und du könntest auf Italien. So, dann habe ich die drin, das langt das auch. Schon schau, wieso. Nein, ist gut. So, so. Nur mal wer dran. Chaplin natürlich, wer sonst, der kommt gerade auf Ding. Auf die Liste drauf. Außenspieler keine! Ah, schade, aber. Das hätte man auch nicht. Oh, Clark. Und Waitmark. Wie man das ausspricht. Wattmark. Also Verteidiger noch. Auch nicht im Kohli, auch nicht. Oh, mit Kiefer jetzt das mal auf. Ich gehe da noch ein bisschen rauf. Okay, und ich habe noch 50. Ja, da kommt halt Chaplin nochmal rein. Dann könnte ich den anderen echt verkaufen in der Winterpause. So, wow, nicht schlecht. Bin sogar zufrieden. So. Ich würde sagen, wir gehen noch Sally Janko. Außenverteidigung brauche ich sicher nicht. Was ich brauche, wäre sicher mal so einen guten Zehner. Je nachdem, wie ich spielen will. Jetzt lasse ich mal einfach mal vorspielen, ob wir einen Tag vor dem Ding. Dann können die Jungs mal trainieren. Dann können jetzt auch alle raufgehen mit den Ratings. Tipptopp.
So, jetzt gehen wir mal da schauen. Hm. Ich will eigentlich nicht so spielen. Muss ich ehrlich sein. Ich will eigentlich ein System haben, wo ich zwei Stürmer habe. Aber wiederum auch zwei Außenspieler. Das heißt am besten eigentlich 4-2-2-2. Weil da kann ich. Obwohl, nehmen wir schon, weißt du es? Jetzt habe ich gerade wo ist jetzt der andere? Wenn ich gesehen habe. Der wäre auch möglich, dann haben wir ZUM noch. Dann haben wir Pittman und Chaplin spielen. Links Bennett. Wobei, ist es Bennett nicht der, der schnell ist? Was? Der hat 90... Berger hat 85 Grad, was hat er für einen Schuss? Ausdauer 75 ist auch gut, Stärke hat er halt nicht so stark. Was hat Schuss? Bin ich blöd? Schuss, Sprungkraft, Reaktion, springende Geschwindigkeit, Ausdauerstärke. Ballkonempfänger, FE, Dribbling, Abschluss, 55, okay, komm, der kommt auf. Kennedy kann links spielen, kann sogar rechts spielen. Dann Löwe rechts und O'Keefe tue ich mal als 65 als ZM nutzen. Genau. Dann haben wir Naismith als Backup für Kennedy. Rose für Backup für Keefe. Evans rechts. Kann Evans auch links spielen? Nein, kann er nicht. Kann Thompson auch links spielen? Nein, ich kann aber IV spielen. Bringt mir jetzt genau einen Scheißdreck. Ich mache immer so eine Liste. Also wir müssen jetzt da. Für Kate May raus. Alter. 66er. Spielt McCroy auch RF? Natürlich spielt er kein RF. Meine Fresse. So, jetzt muss ich ja umstellen. Also 64 wäre auch noch etwas, aber dann hätte ich keinen Stürmer. Dafür 3. LV, da. Ein Punkt besser. Dafür hat er hohe Arbeitsrate. Okay, das heisst, ich kann aber hinterher teilweise richtig dumme Kisten bekommen wegen dem. Aber egal. Tag. Watmar hat aber einen aufs Mehr als Turnhau, das ist schon gut. Jetzt müssen wir umstellen. 52 ist glaube ich der schlechteste. Ersatzgoalie muss ich leider drin behalten. So, 59, 59, 59. 60 sogar da auch noch. So. Reading ist schon schlechteste. So. Ja, das wäre die beste Hälfte. Moment, nicht schlecht, nicht schlecht. Mark Janko. Janko, ja, also das wäre etwas nicht schlecht. Aber wir können jetzt. Oh, jetzt habe ich gerade so viel umverschoben. Gerade einstellen, nein, ja, mal schauen. Rose für O'Keefe. Dann für Kennedy der Naismith und Löwe für Lautreutsch. So. Speichern wir es mal so ab. Ich warte noch mit den Transfers, sag ich mal, bis die ersten zwei Spiele, bis ich gemerkt, weil eines Kader ist gut, wäre tauglich, jetzt müssen wir halt mal schauen, dass wir das Ziel sicher mal erreichen, dass wir einen guten Stürmer, Nachwuchsstürmer eventuell holen. Wäre sicher mal etwas. Ich bin cool, keine Sache. Ja, natürlich, Champions kommt einfach das erste Angebot. Ich würde ein Ziel auf für 2 Millionen, aber ich lehne es mal ab. Genau. Und Widrington will natürlich spielen. Könnten wir das eigentlich machen? Nein, Bennett will eigentlich drinnen lassen. Lassen wir genau ausspielen drinnen.
finde das Logo irgendwie arschgeil gemacht. Also es ist ein bisschen geiler gemacht. Aber es kann sein, dass Portsmouth, jetzt mit Portsmouth, jetzt mittlerweile geschrieben ist, eben, das habe ich gemeint. Gehabt. Einfach hat es ein neues Logo bekommen. So, mal schauen, wie sie sich machen. 1-1 und Clark verletzt sich. Pork. 7 Wochen verletzt, Matt Clark. Mann, und Wettmark. Da wollen wir mal Verhandlungen für 2 Millionen können zu haben. Ich will sogar, welche ich könnte holen. Wieso bin ich jetzt der Typ? Ich kann nicht der Typ sein. Oh Mann! Ja, ist ja klar gewesen. Mann, was soll der Scheiß? Ehrlich jetzt? Egal. Ben Close. Wer ist Ben Close? ZM. 500k könnte weg. Nehmen wir mal 800. Ben Close ist... Das ist kein Ding. Das wäre kein Spiel, das man braucht. Ich fange mal hoch an. Mal schauen, was sie sagen. Also ich wäre nicht traurig. Das wäre nicht traurig, wenn der jetzt nicht würde gehen. Ja, Wiederverkaufsgebühr können wir von mir aus behalten. Wie viel 800 habe ich? Sagen wir so 50. Das sind 390 geboten, hä? Mit 5. Ja, das ist... Aber Kollege, das ist 300.000 mehr drauf. Schade. Bloß wäre etwas, was wir zum Beispiel nicht bräuchten jetzt. In unserem System. KL Naismith, das ist der LM. Das ist glaube der Backup LM. Also ist eben der sich, der bei Allround kann spielen. Und das würde ich ablehnen. Das ist genau der, den ich am wenigsten will zum Moment verkaufen mit neben Chaplin und Benef. Ja, jetzt schon mit nicht. Genau, mit Benef, der kann es ganz klar ablehnen. Also da tue ich mir nicht Entscheidung ändern. So, also. Witherington kommt ganz klar raus. O'Keefe kommt wieder rein. Clark muss leider raus. Hat nicht Evans können IV spielen. Nein, er hat IV können spielen. Da. Da geht Thompson auf IV und... Fuck, kannst du LMs spielen? Nein. Kannst du RV spielen? Nein. Ja, dann wird es halt Evans machen. Und Donge kommt rein. So. Machen wir es halt so. Klar, jetzt die ersten paar Spiele müssen wir halt schauen, weil sie müssen sich erst gewöhnen, ob das überhaupt das System spielt. Jetzt verlieren wir 2-1. Jetzt sind wir so schnell aus dem Turnier wahrscheinlich draussen, dass wir nichts mitnehmen aus dem Turnier. Rose. Nein! Holmes, welcher Holmes? Dennis. Also Linksverteidiger. Gut, da sind wir halt brutal gut besetzt. Jetzt Holmes hier holen und dafür kommt der Hawkins hier. Also da sind wir wirklich, muss sagen, Verteidigung sind wir brutal gut besetzt. Seitdem kann man verkaufen. Ja, Pitman.
Ja, jetzt sind natürlich alle plötzlich schlecht drauf. Keine Ahnung, wieso Messi im Hintergrund ist. Das weiß niemand natürlich. Das weiß natürlich wieder mal niemand. Wir können zwar noch Chaplin und Bennett mit den Goals. Nicht schlecht. Sind wir jetzt weitergekommen? Jawohl! Die Klöavre. Geil. Jetzt müssen wir schon schauen, dass Wattmark bekommt eine genau. Und vielleicht jetzt der Bennett. Der Bennett einfach. Der Bennett du warst 26. Hei, da muss man wirklich auslösen, die 3 Jahre. Das kann man schon mal überlegen. Ah, ich hatte es nicht umgestellt, scheiße. Rose 51 weg. Robson Canu, der hat das geile Goal gegen Belgien abgeschossen. Bin mir nicht sicher. Ah, ich sag mal jetzt zu heftig. Lasagne ist auch zu gut. Keen könnte man eventuell auslehnen. Das ist schon der Juve Youngster von Juve. Ja, 450.000 schon dazu bekommen. Ah, weißt du, soll ich nur Ding bekommen? Wollen wir schon. Jetzt weiss ich ja wieso das gerade aufgezeigt ist. Da löschen, löschen, löschen. Und einfach mal jung alle. Nein. Alle, die einfach jung und vielversprechend sind. Ja, so. Gänzlich ist schön mal spielen. Ah, jetzt haben wir Dost im Halbfinale rausgeflogen. Jo. Das Ziel ist einfach jetzt mal wirklich 70er Spieler zu haben oder 60er junge Spieler. Das wäre das Ziel. Watmar steigt schon auf der 65. Ich glaube, der Bell kann wieder rausnehmen. Der bringt nichts. Also, ja. Oh, 4 Nachrichten. Nein, wieder Spieler verletzt. Hey, nein! 6 Wochen bei. Aber ich habe das noch. Oh, Watmar kann spielen. Ich habe LV habe ich jetzt noch. LV. Thompson spielt schon auf der Position, wo er nicht spielen könnte. Und Evans kann, glaube ich, nochmal. Ach nein, oh, du Scheiße. Gar nicht gut. Chaplin einfach wieder ablehnen. Und Talbot. 95.000 für Talbot. 150 wäre 1000. Einfach wegspringen. Ja genau. 105. Machen wir 120. Hundertfünf.
115, wenn wir über Marktwert sind. Okay, 115 ist angenommen. Tipptopp. Ich weiß halt nicht, wie die Seite heißt, die ich immer genommen habe. Ja, True Teleport haben wir auch. Tipptopp. Gareth Evans, das ist unser RV. Nein, das ist unser RV, wo wir machen. Nein, 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 nein. Sorry. Brauchen wir einen Moment. Jetzt können wir mal schon schauen, was unser Ding schon rausgeholt haben. Genau. Nicht brauchen. Nicht brauchen. Loftus Geek. Ja gut, der ist Ausländer. Kann ich schon mal anschauen. Deutschland. Und dann Justin Schauer Eisele. Franke. Pantovic. Nasseri. Das ist so eine Freilos für Italien. Simic wäre halt interessant, das ist ausgelehnt, Wallace ist zu teuer, Petkovic zu teuer, Qualität zu teuer und Schadi kann nicht zu wenig. Gareth Evans ablehnen. Ah. Hab vergessen. Und Talbot ist weg. Oh, sollen wir mal schauen. Ich suche aber gerade Zeit, also nicht, dass ich denke, was macht jetzt der sich die ganze Zeit, aber ich bin jetzt gerade mal schauen, ob ich irgendeine Seite finde. Foot hat, ich weiß nicht, wie die Seite heißt, das ist unglaublich. Für Mackie, geil. Geil, Alter, genau das habe ich wählen und nicht anderes. Für Pedia. Siehst du, das mal, so eine Seite ist perfekt. Also. Jetzt gehen wir jetzt mal schauen. Ah, Curtis Meyer, weißt du was? Das ist der. Stürmer! Jawohl! Da können wir verhandeln. So, da ist zum Beispiel Früchtel, Alena von Barcelona B, Edwards wäre interessant, Sancho von Dortmund. Ja, da müssen wir echt schauen. In der E-Barco. Ich glaube, E-Dark. Martinez wäre echt. So. Machen wir. Für 320 könnte gehen. Wahrscheinlich viel sicher dran. Gegenangebot.
Entfernen. 29. Machen wir 320. Ich glaube, das gleiche, was ich gesagt habe. Was? Ja, plötzlich nimmst du genau das Angebot an, als ob. Nice. Main wäre schon mal weg. Also, jetzt schauen wir schnell. Ich habe hier einen Spieler gefunden, Martinez. Der kann Stürmer ZM RM spielen. 19, 72er, das wäre wirklich ein heftiger Spieler von dem Rating her. Von Racing Club de Avellaneda und 88er Potenzial. Also, das wäre richtig, richtig heftig. Und dort könnte man echt versuchen, den Pitman dazu zu geben. Dann hätten wir richtig ein gutes Angebot gemacht. El Martin, also Martinez mit irgendetwas L. Martinez. Gibt es leider viel. Das sind L. Lautaro. Ist der? Ja. Ja, das wäre sicher einer, der interessant wäre. Sessegnon von Fulham. Edwards. Edwards war auch im Gespräch mal mit, dass er ausgelehnt werden. Das ist Marcus Edwards mittlerweile. RMZOM. Ja, genau. Den könnte man beobachten, wäre interessant. Gomez. Aber das wäre wieder so ein. Andere Gomez, Uncle Gomez. Der, ja. Früchtel könnten wir mal ausprobieren. Und Barco. SQL. Barco. Der was hat der 90er Potenzial. Wäre nicht schlecht jedenfalls. Mal schauen. So. Ähm. So, mach das so. Bis er zurück ist. Dann können wir echt versuchen bei denen, wo wir jetzt mal auf der Liste haben, denen die Leute. Spieler schon auskuriert. What the fuck, wer ist jetzt wieder auskuriert? Messi, hau ab. Das, Scout-Update, das erste Mal. 92, what the fuck? Sein Martin verpflichtet. Green verpflichtet. Was sind jetzt? Watson kann jetzt einfach wieder. Wow! Wow! Leingebot für Oxlade Chamberlain. Annehmen, machen wir auch. Annehmen. Oh Main, ist nochmal das Antwort. Nein, dort ist Zeit, genau. Da warten wir noch, bis wir es genau wissen. Das sind alles wohl junge Spieler. Und wer ist ausgeriert? Holmes Dennis ist ausgeriert, nicht schlecht. Wie hat sie mit mittlerweile? 72? Nicht schlecht. So. Jetzt müssen wir schauen, ob wir jetzt die anderen schon können anschauen. Nein, stoppen. Okay, Curtis Mann ist weg. Und Gareth Evans wieder jemand. Nein, Mann. So, jetzt erstmal hier trainieren.
McKay auf 66 schlecht. Die Frage ist, wenn man sie kaufen oder... Also das Ding würde ich... Einen Stürmer müssen wir ja kaufen. Das ist schon etwas, was wir müssen machen. Aber jetzt Martinez will ich... Nein, 18... So, genau so. Das soll ich gerade beobachten mal, 12 Tage lang. Barco wäre halt der Spieler, wo ich neben Martinez unbedingt anschauen will. Nein. Bin auch am Hindern, dass ich Asuro mal anschauen, das ist ja spannend. Ja, Martial, als ob man Martial könnte haben. Von Früchtel, das mal anschauen, ja. Cool, der kann es nicht anschauen, nein. Harit wäre Bernardo. Harit wäre echt interessant, aber das ist schon... Na gut, ich kann es nicht vergessen. Teuchert wäre auch spannend, vor allem jetzt im Vertrag ausläuft. Hm. So. Wieso kann ich jetzt den einfach nicht... Ah, jetzt muss ich jetzt die wieder suchen, oder was? Oh je, wieso machen sie das immer so scheiße? So. Es gibt ja keine Merkliste oder so, weißt du, das ist voll scheiße, wenn ich kann vorschlagen. Ups, ja geil, und ich weiß nicht mehr. Machen wir das schon. Stürmer, machen wir das das Ding. Das ist Wildman, ja. So. Ein Mittelfeldspieler. Rose ist... Na schau. Bedford... Rose könnte mir gehen. Schon. Oh mei. Also May haben wir ausprobiert. Ja, Kollege, aber du willst Rose, ist richtig, willst Rose. Ja, aber so, dann haben wir keinen Mittelfeldspieler mehr. Machen wir mal 500.000. Ich habe keine Ahnung, wie viel der kostet. Okay, gut. Jetzt wissen wir es. Aber jetzt darf ich doch den einfach mal nicht voll... Ah, weißt du was, jetzt suche ich halt alle. Barker sucht sie schon. So, Martinez. Wissen Sie, wie das scheiße ist, wenn... Ich muss mir echt so eine Tastatur kaufen. So. Früchtel. Beobachten. Wir haben es auf der Liste. Ah, warte. Barco wird ja...
Wird Parker schon gesucht? Ah, genau. Parker wird schon gesucht. Dann haben wir dann noch Gomez und Edwards. Edwards müsste da schon gesucht werden. Was 16 ist angekommen. So. 9 Tage noch gut. Dann haben wir das schon mal gemacht. Dann haben wir die größten Spiele, die wir eigentlich holen wollen, geholt, obwohl es ein Ausspiel sind. Ja, wir können leider die Liga ohne neue Spieler, ja. Ist Ausländer weg. So. Baut mal so, jetzt hoffen wir, dass wir das Spiel wenigstens da können. Woodburn. Ja, Woodburn wird auch noch eine. Jetzt spielen wir gegen Rochdale. Turnant Alexander wäre auch etwas von Liverpool, aber der wäre auch zu heftig. 3-2, Löw, Bennett und Pittman machen das Goal. Erster Sieg, also starten wir mit der Liga. Und jetzt geht es auch ins Carabao Cup. Das habe ich schon mal gehört, aber kein Mares wechselt zu Napoli. Das ist auch einer, der diskutiert worden ist, ob der wirklich wechselt. Nicht schlecht. Oh, Chaplin 66. Watmark 66 und Chaplin 67. So, sorry. Was falsch gelesen? Da weiß man noch nicht, okay. Oh, Nachricht. Nein, May will spielen. Nein, May. Was? Ich kann jetzt schauen, die zwei Jugendspieler. Wo sind die? Green sieht heftig aus. Und Sam Martin auch. Also die werden glaub beide trainiert, damit wir glaub richtig fett Kohle machen. So, da gehen wir rein. So. May will auch mal spielen. Wo ist May überhaupt da? May. Aber eigentlich, ja, komm, probieren wir es mal. Wir könnten sonst immer Rosie holen. Das heißt, wir gehen ins Spiel gegen FC Blackpool im Carabao Cup. Und wir sehen auch das erste Mal das Layout von der Premier League, oder vom Carabao Cup. Das weiß ich nicht, ob das sogar das Ding ist. Zürich Allee. Ok, Euroflip. Zürich Allee. Wir sind da in der Portsmouth-Karriere. Und ja, ich bin Basel-Fan und ja, keine Ahnung, was du jetzt genau da willst sagen. Aber ja, Zürich Allee. Mhm, klar. So, das erste Mal das Layout. Nicht dein Ernst. Als ob das Layout jetzt so aus. Ah, schade. Okay. So. Das ist ja wirklich das Stadion vor Portsmouth. Der Fratton Park. So, Löwe. Boah, Löwe spielt sich schon brutal gut. Das müsste Chaplin sein.
Chaplin, nochmal ab. Und nochmal hier! Gut, Goal nicht gesehen, das war der Löw oder Bennett. Nein, Bennett ist ein anderer Schuss. Nein, das erste Mal am Ball. Ah. Bennett aber macht das schnell. Schneller Pass. Ey, sind Einstellungen irgendwie komisch. Hä? Also ich sag nicht, ich habe das nicht gemacht, aber es ist ja Melli ihr Ding. Da sehen wir, wie Melli spielt. Also ich können Melli, wenn sie Karriere macht, jedes Spiel so 8-0, 9-0, ne Scherz. Ich denke, die sind nicht gut langsam. Also auch gar nicht der Ball. Okay, Bennett ist schon mal guter Spieler, aber viel zu klein. Für seine Position als ZOM, wo eigentlich immer der zweite oder sogar der erste Ball, nachdem der Verteidiger den Ball geholt hat. Aber okay. Wieder, das ist kein Offside, kein Offside. Chaplin, 1-0. 1-0 zu Hause für Chaplin. Portsmouth führt aus dem Carabao Cup gegen Blackpool. Oh, stark. Evans. Aber Löwe ganz stark. Bennett ganz stark. Aber passt leider nicht. Nicht können machen. Hallo. Nein. Wir stehen im Mittelfeld gut, also wirklich, muss ich wirklich sagen, nicht schlecht. Hätte schlimmer das Gefühl gehabt. Stark. Ah. Bis zum letzten Ball gut gewesen. Nein. Ui, der ist anscheinend ganz böse. Oh, Ecke. Jetzt sind wir gespannt. Bennett! Stark, sie. Und der andere Trick, wenn man von hinten anspielt. Löwe! Viel zu hoch. Will ich jetzt schon wechseln? Nein. Kennedy, ich kann jetzt dafür laufen. Nochmal zu. Oh, Tricks habe ich gar nicht gesehen. Angeschaut, siehst du? Völlig vergessen. Und das 2-0. Wieder Chaplin. Wieder stark gemacht von Bennett, wo der Ball schön auf die Seite legt. Zweites Goal im Carabao Cup für ihn jetzt und natürlich auch 2-0 für Blackpool, das würde ich sagen, für den Portsmouth. Ich muss ja sagen, Blackpool ist etwa auf einer Höhe mit uns, aber wir stehen da brutal gut, deswegen also nicht gerade aufschreien. Sie sind besser, sind gut gegangen, Weltklasse.
Ah. Klar, wenn ich jetzt die ganze Zeit noch gönne, irgendein vielleicht für die Ligaspiel machen wir auf, wenn wir jetzt dann so weit sind, dann Cup machen wir Profi und Liga machen wir Weltklasse. Ah, jetzt ist Sheffield, Blackpool aber am Drücker. Oli, Mackie, perfekt. Gerade da weiterspielen. Nochmal zurück auf May, wo eine gute Partie abliefert. Oh, stark Pass zu Pittman. Der kommt nochmal in den Ball. Nochmal zurück vom Chaplin. Chaplin abblockt. Pittman! Nein! Aus der Dreieck. Wir könnten auch, was mir gerade einfällt, das wäre nicht mehr so schlecht, einen Belly-Livestream machen. Das heisst, Melli und ich machen eine FIFA-Karriere, wo sie und ich sagen haben, ich spiele und sie sagt, was wir machen. Sie kauft ein und ich muss mit diesen Spielern umgehen. Bevor jemand etwas Falsches sagt, Melli hat schon ganze Hoffenheim-Karriere allein gemacht und ich habe es für sie einigermaßen geschnitten. Für meine Schnittkünste, die ich gar nicht kann. Und bin du hast The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. so 2-0. Ich halt sagen, komm, wir spielen auf locker, aber das bei FIFA bringt es genau gar nichts. Ah, Löw, noch. Oh, geht kann er? Ah, geht bitte aber. Ui. Also ist auf der ersten Unterliga und erst in der nächsten Runde kommen die grossen Premier League Liga Spieler. Also Verein. Oh je, wieso bin ich jetzt müde? Ich hasse mich. Ein bisschen müde wird. Gut, acht schon zu, also ist nicht körperlich, nicht unbedingt so anstrengend, aber halt hast noch einen Kopf, also ich spiele fast schmerzmittelabhängig wegen der Schule. Bei so viel Kopfweh. Oh, Blackpool kommt nachher und schießt das 2:1. Und wir wechseln auf Naismith, kommt jetzt hier für Kennedy. Nochmal Schluchung auf die linke Seite bringen. Und jetzt geht nochmal führen, hey. Blackpool goal, number 23, Colin Daniel. So, das darf man nicht auf uns sitzen laut Chaplin. Bennett, völlig der falsche Weg. Eieiei. Jetzt müssen wir schauen, jetzt dreht es auf, aber jetzt müssen wir schauen, dass wir da die Schotter dicht halten. Und nicht, dass jetzt der Umschwung kommt von Blackpool und mir da voll ins Loch geht. Naismith jetzt. Vielleicht Naismith, immer noch Naismith. Jetzt schickt der Löwe. Und bitte was für ein perfekter Ball, den Löwe, aber versucht durch die Verteidiger durchzulaufen. Das klappt leider nicht. Naja. Man merkt halt, dass sie noch eine Liga höher sind. Aber mehr mit dem Kampfgeist vom... Ich weiß nicht, sind sie Liga höher? Nein, Blackpool ist Liga 3, nein, sorry. Dort, wo wir sind!
Bennett. Ah. Oh Gott, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt dürfen wir einfach nicht aufpassen, dass wir das Spiel nicht noch aus der Hand geben. Thompson, perfekt abblockt. Ja, das meine ich. Ah, Löwe mag gar nicht. Laukovic kommt hier mit Nummer 10. Oh Gott, jetzt heißt einfach let's go. Can the owner of the green convertible car park near reception, please return to your vehicle immediately. Thank you. Hauptsache jetzt statt Tor sagen, sagt er, das Fahrzeug muss bitte umparkiert werden. Was ist los? Jetzt plötzlich, Profi, Blackpool dreht auf. Blackpool! Was? So. Pitman. Immer noch Pitman und der verliert den Ball. Goalie, Offside. 2-2, das kann ja jetzt nicht sein. Ja, das Neymar gewechselt ist, ist wirklich nicht. Wow. Das ist das Thema von dem Sommer. Sie! Machen wir Ross noch für Meyer. So, jetzt haben wir. Jetzt heißt es volle Kanne voraus, hey. Ball zu auf 50-50. Ja, Bennett! Ja, der ist jetzt gerade mal für den Kopfball. Aber das ist mal einfach ein Ausrufezeichen gewesen. Richtig Blackpool, wir sind noch da. Und einfach richtig Fans, wir sind nochmal richtig die Stimmung da einheizen. Nein. So. Thompson, lauf. Thompson, lauf einfach. Lauf. Stark. Ja, Naismith. Nochmal querlecken. Nein, wieso? Wieso schießt der Flur rein? Stark. Nein! 10 Minuten vor Schluss. Hei. Aber jetzt langsam kommen wir. Wir sind jetzt langsam da. Wachen wieder auf. Aus unserem Tiefschlaf. Vor der zweiten Halbzeit. Katastrophe bis jetzt. Jetzt nochmal Zeit und müssen zeigen, dass wir da sind. Offside. Thompson am Rufen. Thompson, wieder Chaplin, Petman. Gut, Petman muss ich verkaufen unbedingt. Das ist mir viel zu langsam. Ah, siehst du, was ich meine? Ich komme jetzt gar nicht vorwärts mit ihm. Nein. Ja. Da komm jetzt. Lalkovic, sorry. Lalkovic. Immer noch Lalkovic. Lalkovic, auch zur Zeit. Bennett. Ah. Jetzt dürfen wir einfach nicht auskontert werden. Ja, und wir gehen noch in Verlängerung, es ist unglaublich, als ob wir jetzt in Verlängerung gehen. Weil wir es anbringen, dass 2-0 Heiz bekommen. Nein. Oh. Komm, jetzt Konter. Ja.
Ich weiß nicht, ist es fertig? Gibt es Elfmeterschüsse? Oder gibt es... Nein, wieder Vorsehen, okay. Davis gibt es ja bei der... Ich weiß nicht, ob es im EFL Cup ist oder im sonstigen Turnier in Amerika, kann ich sagen. In England ist es so, dass es ein Rückspiel gibt. Dann ein Gastgeber im Auswärtsteamstadion. Damit es fair ist. Naismith, Naismith, lauf Naismith, lauf, lauf, lauf. Pittman, nein, dich spiele ich nicht auf. Oh, das war viel zu lang gebraucht. Stark, Naismith. Nochmal auf, Chaplin. Chaplin. Bennett. Hlanovic. Ja, stark gemacht. Von Evans. Wow, was? Nein, das ist kein... Nein, Schiri. Ah nein, okay, das ist kein... das war etwas anderes. Das ist kein Foul. Oh nein. Evans 100 schon in der Pace. Du... So, jetzt fertig, komm. Komm. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ah, aber so arg ist, muss es noch geben. Voll Kanne voraus. Also das heißt jetzt. So. Bennett geht auf die Seite, Chaplin leider auch, weil halt die andere keine Pace hat. Und jetzt heißt es einfach hoher Druck. Oh, Bennett. Bennett. Jawohl! Es hat was gebracht. Es hat was gebracht. Dass der Pass noch ankommt, das verdient einfach nur Glück. Aber dass wir da jetzt noch dran kommen und können sagen, yes, yes, yes. Das ist noch viel. Ich soll auf Konter umstellen. Und auf Druck, einfach, dass die erste Reihe gerade Druck macht. Und einfach kein Gegengol kassieren. Ui, gut. 10 Minuten nochmal zittern. Das ist jetzt für uns. Nochmal einen Schritt weiter gelaufen und dann wäre ein Jerry gewesen. Und jetzt eins so schön machen.
Instant Park haben sie das gehört. Wäre eigentlich Fratton Park. Aber haben sie es falsch verstanden. Colin Chaplin als Man of the Match, nicht schlecht. Nicht schlecht, wenn wir jetzt etwas schaffen, das Ding heimzubringen, ja. Dann ist es für mich auch gut, aber jetzt müssen wir Sachen heimbringen und das heisst nochmal einfach zittern. So, jetzt einfach laufen. Einfach mal laufen. So. Einmal den Ball blockieren und haben es auch geschafft. Carabao Cup. Also, nein, fallen wir eigentlich nicht. Vor allem Evans nicht. Komm. Ja, der Schuss. Jawohl, 3-2. Also nochmal knapp gewesen. Hey, leck mir am Arsch. Dafür, dass wir schnell 2-0 in Führung gegangen sind. So, das Resultat nicht. Also ich kann nicht sagen, welche Liga ist. Aber viele, die auf erste Verlängerung entschieden haben und sogar noch im Penalty-Schüsse sind, okay. Clark ist auch wieder fit. May bedankt sich für die Chance, das finde ich sehr gut. So, und jetzt langsam müssen wir schauen wegen den Transfers. Das finde ich gar nicht so cool, dass wir noch nichts gemacht haben. Also wir nichts gemacht haben, dass einfach noch nicht dazu gekommen sind. Aber jetzt der erste Abschlussbericht. Und PSV halt Jiménez von Atletico Madrid. So, Edwards, 65er RM. Wäre ja nicht schlecht. Hallo 5 Brett. Florenzi zu Real Madrid. Okay, das kommt jetzt auch ein bisschen unerwartet. So, Joel Assojo. Früchtel. Früchtel hat 65. Harry 73. Okay, den kann man gerade rausnehmen. Cedric 68. Gaines, Cordova, Michel, Plachetta, Hemmerich, Guevodo, High Right. Ah, das ist Ausländer, aber. Kambauer, Kraft, Gibson, Müller. Dorsch wäre interessant. Jerry Hood. Nein, immer noch Erste. Körber, Andrich. So. Gomez. Wäre 64er. Aber wir warten jetzt noch auf Martinez, dass wir den holen. Jetzt muss ich schauen, kann man da noch was ändern? Die sind halt schon fit, aber sie sind noch nicht ganz fit. Deswegen lasse ich es mal. Und vielleicht mal. Kann der Naismith als ZOM? Ja. Machen wir Naismith als ZOM. Kennedy raus und Bennett als Lenker, weil ich denke nicht, dass der ZOM kann gut spielen kann. Zweite Saison, nein, wenn nicht die erste Saison. Wir sind immer noch im Transferfans von der ersten Saison. Ein Spiel gespielt bis jetzt und das ganze Vorbereitungsturnier simuliert. 1-1 gegen Oxford. Naja, könnte besser sein. So. Das ist schon 2 Tage, dann stoppen wir. Henry. Jetzt habe ich gedacht, MK dann halt Henry. Henri, was? Der halt einfach Henri. Der läuft bei ihnen. Nein, jetzt habe ich doch. Mann! Nein, ist nicht geklappt, schade. Chaplin und Bennett Kate raus, nächstes Ding. Burgess ist halt auch wieder. Gibt auch das Backup wieder bekannt. So, SQL Barco und Lautaro Martinez, das sind die zwei, die uns am meisten interessieren. Und zwar, was hat Martins? Martins hat 72 und Barco auch schon 73. 8 Millionen und 6 Millionen, also machen wir mal ein Race, deswegen haben sie auch wahrscheinlich abgebrochen, weil ich einfach mal 6 Millionen unter der Marke weggeschickt habe. Oh, jetzt haben wir die Zeit. Jetzt versuchen wir noch mal Spielertausch. Stürmer und jetzt geben wir doch wirklich den Bitman mal dazu.
Weil mit aber nur im Mittelfeld, genau. Jetzt versuchen wir es mal. Vorher haben wir ja wirklich alle Mittelfeldspieler angeboten und es hat einfach niemand wollen. Close. Kein Interesse. Rose. Kein Interesse. Winton. Kein Interesse. Bedford. Kein Interesse. May. Kein Interesse. Ja, mehr kein mehr. Ich versuche mal auf 2 Millionen zu gehen. Nein, okay. Scheiße, jetzt müssen wir halt eine Woche warten, weil ich halt nicht ausgelehnt gedruckt habe. Was wir jetzt könnten machen, ist den Barco-Versuch auszulehnen. Barco wäre wirklich Laie vorschlagen. Wieso? Edwards. Ja, geil. Martins wäre wirklich Nummer 1 Spiel, das ich holen will. Und ich hoffe, es langt jetzt noch. Sonst bin ich hässig. Aber das finde ich aber lustig. Du kannst jeden Mittelfeldspieler, den wir haben, kannst und der hat kein Interesse daran. Gareth Evans wieder. Nein. Heieiei. Also Keith ist wieder mal nicht in Form, dass wir mit Rose spielen. Diese sind immer noch so halb verletzt. Ich schaue mal schon wegen Stürmer. Oberlin vom FC Basel, ja genau. Scheiße. Pula. Isaac. Wieder FC Basel. FC Basel auch wieder vertreten auf der Liste. Ich wollte so spielen wahrscheinlich. Ich lasse es auch mal schon laufen. Wir sind 5. nach der Partie. Keane, der spielt. Ah, der ist Ausländer, aber. Woodburn. Aber der ist ja kein Spieler. Ossiman. Eis. Ah, wir sind 41, dann macht's. Schade. Stellen wir halt ein komplettes Ding sie. Han Kwang Song von Perugia. Nein, will kein Schlitzauge. Rui Pedro. Vom FC Porto. Emre Mor. Ja. Juan Mobula. Brereton. Und Brahim Diaz. Das wäre wieder andere. Sergio Roberto, Gott sei Dank, okay. Jetzt gehen wir schon gut da schauen. Chaplin fliegt jetzt mal da raus. Und Bennett auch, weil Bennett halt kein Ding ist. Und wir schauen jetzt schnell da. Green, einfach mal genau. Was hat das für Schusswert? 50. Machen wir nicht Volley, sondern einfach.
Der Angriffsszenario, das geht doch. Oh, wir haben das neues. Da haben wir noch schon mal die anderen zwei überrollt. Arp wäre sicher etwas. Arp wäre etwas. Bererton wäre etwas. Das können wir gerade nochmal suchen, weil Martins wird heftig. Jetzt haben wir schon Runde 2 vom Carabao gehabt. Alles klar. So, geh ich halt rauf. Uiuiui. Ich habe Hocker mal am Boden. Hui, so. Das letzte Jahr war schon wirklich mal auf unserer Liste gewesen. Der nicht, der nicht, der nicht, der nicht. Alter, schau mal bitte, das sieht aus wie ein Scheisse von weit weg. Musonda, na, Gomez wäre interessant, Azora wäre auch interessant. Edwards auch, klar. Sterling, ist das der Brief von Sterling? Das wäre ja noch etwas. Nur wenn er gleich schnell wäre. Und auf der kann man so sagen brauchen. Also, Germany, Pelivan, Müller, Niklas Schmid, Benes. Benes ist auch auf der Potenzialliste. Fritsch Dorsch, Porat, Früchtel, Teucher. Teucher wäre auch etwas, aber ich weiß nicht. Also ich glaube schon in Arp, Woodburn. Woodburn weiß ich halt nicht, ob der als Stürmer zählt. Das ist das Problem. Wenn wir jetzt aber einen kaufen, der nicht als Stürmer zählt, dann haben wir das Problem. Brereton. Blerton. Brete. Was? Brett? Ja? Brereton. Da, Stürmer 18. Boah, der sieht schon aus, Alter. Diaz und Woodburn. Diaz ist aber ein bisschen dafür schnell. Wenn es der Diaz ist, den ich meine. Das ist doch der von Manchester City. Diaz. Brahim. Da. Der ZUM. Ja, das ist der. Mal beobachten. Woodburn. Das sind wären englische Talente. Das wäre logisch, weil die werden natürlich nicht irgendwo. Die sind ja jung und die können nicht ganz weit weg von den Eltern, beispielsweise 11. Boah, das sieht so Ding aus. So brown as fuck, Alter. Sieht hure arrogant aus. Dempsey. Gesundheit. Danke. Und Dempsey ist. Du musst überlegen, ich schau schnell, aber Dempsey wäre. In welcher Mensch? Nein, du meinst 34er Dempsey. Und alles falsch geschrieben. Du überlegst zu weit. Also nicht gegen die. Viel zu teuer. Zares genau gleich. Zares ist einer, der vielleicht in die deutsche Liga könnte wechseln. Zares. Oder Zardes. Zardes heißt er doch nicht. Da. Der wäre sogar Stürmer. Machen wir mal, wir schauen mal. Aber ich dachte, der wäre von Galaxy von MLS und dann plötzlich so zur dritten Liga von England. Dorsch weiß ich jetzt gar nicht. Potenzial von Dorsch. Nein, Dorsch ist gar nicht drauf. Dorsch, FIFA 18, Pot. So, FIFA, natürlich. So, FIFA, ZTM, Potenzial 77.
Aber was hat der? Der hat nur 61er Rating. Alex Meyer. Alex Meyer ist viel zu teuer, du darfst nicht so weit überlegen. Junge Talent. Dann hast du gedacht, wir haben 4 Millionen, ist dann halt alles klar. Mal schauen. Jetzt hätte ich gleich mal Arbeit auf dem Ding. So. Ich kann schon mal noch schauen, jetzt hat er nochmal neue Leute. Morrison, Hudson, Pickering, Flores, Cook, Riedewald. Riedewald, wenn das. Ah, der. Ich habe es vergessen. So. Ist die Woche jetzt vorbei, ich kann dich nochmal anfragen, Martinez. Natürlich nicht. Da tun wir jetzt mal lieber. Carabao Cup ist ja nicht in unserer Liste, es ist nur EFL Cup, dass wir jetzt schon 32 kommen. Verliert leider 1-0. Embolo ist immer noch das Talent, aber der ist halt das Jahr lang verletzt gewesen. Ja, so FIFA, das habe ich gemeint. Ähm, bis 22. Search. Das höchste Potenzial. Overall Rating. Machen wir mal bis 98. 68. Search. Jetzt bekommen wir nochmal gute Paar. Oh, Stürmer, einfach als Position, dass man sich mal einen Stürmer bekommt in die Auswahl. Kommentare mal kommen. Egenstein. Egenstein wäre gut. Aber Egenstein ist wieder zu teuer. Also, schauen wir mal schnell. Handgefangensong wieder von Barunjo. Nein. Ich brauche es so, Höchstpotenzial. Wo ich auch 2-3 Jahre mit dem arbeiten. Maluida von Olympic Lyon Arp haben wir drin. Woodburn haben wir hier. Keen. Müssten wir einen Predator haben wir auch drin. Cristo Gonzalez von Real Madrid, genau. Haaland, das wäre Norweger. Lookman und Calvert-Lewin, De La Rosa. Oh, das sind jetzt gute Talente, du leck mir. Guri, Khalid, Sila, Eggestein, Mosquito, Wolf, Ioa, Walter Roberts, Tyler Roberts. So, schauen wir mal schnell, ob das der wieder gut ist oder nicht. Martins ist wieder gut. Versuchen wir den Ausl... Nein! Fuck! Fuck! Das habe ich doch nicht wollen. Oh, Flügelspieler schnell. Löwe. Ja, dein fucking Mittelfeldspieler. Wenn ich da wieder alle abfrage, willst du wieder niemand. Ich versuche es nochmal halt. Wieso du auch immer ein
Ja, jetzt haben wir halt eine Stunde nochmal. Jetzt warten wir mal schon auf die andere. Whatmark. Wird jemand kaufen? Ja, wir können verhandeln. 2 Millionen. Machen wir 1,75. Machen wir. Bleiben wir nicht. 1,75. 1,3. Oh, das wird lustig. Wir gehen 50 Schritte runter. Das heißt, 1,7 ist. Mal schauen, ob sie noch raufgehen. 1,4. Oh oh. Sie kommen. Ja gut, hui. Ah, jetzt habe ich gerade so einen Rückzieher bekommen. Hey. Ich verdenke, ich gehe da nochmal weg. Mal auf 24-jährig. Das wäre auch wieder nicht schlecht, oder? So. Zehn Tage noch, ist das euch echt fucking ernst? Aber das kann. Ich muss halt die Spieler mal. Lieder. Ich weiß nicht, ob das von der Zeit her nochmal langt. Maulida. Cristo González. Aber ich weiß nicht, ob der, wenn der Stürmer ist, können wir den nehmen, weil sonst. Ja, das ist LM. Sagt sein Gesicht. Lookman noch. Ah, der zählt sogar als LM, what the fuck? Schon erst, doch. Calvert-Lewin. Machen wir das Overall Rating höchstens 68. Was kommt unter noch? Ja, gemeint gehabt, dass das Ding auch 80 hat. Der Basler. Ja, ich würde sagen, lassen wir es mal so. 10 Tage, Zeit. Oh, das wird knapp. Ja, das wird arschknapp. Ja, Venezuela.
FC News. Hm. Predator gar nicht mal, der hat 64, kostet 1,3 Millionen mal Weiss. Gehen wir mal ja. Der hat im Moment müsste 66 haben. Ich hoffe, der könnte einen rechter Flügelspieler. Was habe ich dort? Löw. Löw und Simon. Nein. Wir müssen noch warten. Fuck. Mann, ich tue mich jetzt gerade hure schwer mit den Dingen. Ja, ist gut. Schönen Abend. Es ist gerade so spannend. Ich weiß nicht, was ich kaufen soll. Maolida, gehen wir mal Maolida, ja. Ja, geil. Bearb. Ja, geil. So, ich spiele. Ich verliere meist noch. Wir sind voll unter den Erwartungen, hey, das ist unglaublich. Ah, Brandon spielt natürlich RM, das müssen wir halt anschauen. Oh, Makini ist auch gerade gewechselt. Calvert-Lewin. Calvert-Lewin wäre noch etwas. Calvert? Ah, mit V, sorry. Calvert-Lewin. Talent. Alter, ich sehe, wie der aussieht, so ein richtiger Milchbubi, aber 1,91 groß. So in der Stadt soll ich scouten.
Haaland, Calvert-Lewin, Teuchert, Haaland, Keane mit einem Punkt wieder ab, aber Kaufur. Leihe geht nicht, aber Kauf geht schon. Komische Sache. Und es besitzt auch noch keine. Alter, als ob jetzt das so einfach gegangen ist. Siehst du. Da kann ich auch noch schnallieren. Mit Casemarin, ja. Linker Verteidiger. Oh, da haben wir ja viel. Kein Interesse. Ja, da der wird schon wahrscheinlich noch weniger Interesse, oder? Ja. Um 800. Als ob du stiegst, Kollege. Nein. Ja gut, 1,1 Millionen ist gut. Komm es. Jetzt kann man schon da andere Positionen ist ein RM. RM. Ferran Torres. Ferran Torres. Was er? Ferran. Nein. Davies wäre noch jemand. Davis. Elm. 16, genau. Der ist sogar 69. Alter. Die zwei und dann mal schauen. Dann kann ich jetzt mal auf Fernlegen schauen, und schauen, wie weit wir sind. Und das kann man akzeptieren. Als ob 1 Jahr, Kollege. Dann machen wir 4 Jahre draus. Was? Was? 1 Jahr? Dann machen wir halt 2 Jahre. Wieso 2 Jahre? Übergehen.
Boah, was hat der fürs Kalt? Äh, machen wir so. Gut, dann haben wir mal das Kind schon mal bei uns und jetzt gehen wir gerade mit dem Gomez noch schnell verhandeln. Und dann noch ein RM, dann sind wir ausgerüstet und mit Davis wäre einfach Hammer. Oh, Fielders. Haben wir 8000 kalt und 100.000 Einstiegbonus. Kann man machen, ist gut. So. Davis hat ein 89er Potenzial. Und deswegen gehen wir mal hier. Der hat einen Marktwert von 1,7 Millionen. Daher gehen wir erstmal Spielertausch. Flügelspieler, da könnt ihr den Löwe einsetzen. Oder Naismith. Innenverteidiger. Wieso zum Teufel wenn er den Innenverteidiger? Ich habe ja noch 3. Mama. Können wir uns einigen, dass du 1 Million bekommst? Nein, mach doch nicht so einen Stress. Der hat nur 2K, aber da können wir immer noch nicht das Ding holen. Nein, vorschlagen, ja. Da könnten wir leihen und 2 Millionen, das wäre ein Jahr. Ja, schon machen wir 50-50. Hä, aber ich hab gemeint. Okay. Torres wird wenigstens für Laien kommen für das Jahr. Dann hätten wir einen. Jetzt hätten wir uns wenigstens ein bisschen verstärkt. Mertens zu Barca, nicht schlecht. Burgers ablehnen. Ich will die Mannschaft anschauen. Also. Man hat jetzt Kiel, der schon vorher spielt. Und dann hätten wir da Gomez.
Ja, sparen wir jetzt lieber für Talent. Hä, aber haben wir jetzt nicht die eine Aufgabe erreicht, dass wir einen Stürmer gekauft haben? Jetzt haben wir so einen wichtigen für... Oh, weißt du was? Fick mich doch. Jetzt haben wir keinen wichtigen gekauft, sondern nur... Ey, ich glaube, es hackt. Lalkovic. Wenn sie eine Million nehmen, dann okay. Lalkovic ist nur... 1,25. Nicht viel. Heißt da. Also irgendeiner ist, bin ich so schnell und dann tue ich einfach akzeptieren. Weißt du, ich komme meistens an. Ja, du bist ein Blöder. Wieso bietest du unter den Marktwert? Torres will nicht kommen. Und boah, Davies wäre so brutal gewesen. Dann hoffen wir halt, dass noch gute Talente würden kommen. Hey GKMHD. Mal schauen. Versteckt haben wir also, wir haben noch einen Torhüter und dann einen RF, wo als brutale sich noch in Erwägung kommt. Weißt du, wer jetzt spielt? Und ich alles so Nein! Mein PC hat sich verabschiedet. Ich muss jetzt noch schnell Dinge holen. Hei, hei, hei. Ich komme gerade wieder. Schnell eine Minute Pause, weil ich muss erstens mal schauen, ob Italien gespielt hat. Und mein alter Kabel schnell mein Laptop, sonst kann ich gar keine Kommentare lassen. Ich komme gerade wieder. So, ich komme. So.
So, bin wieder da, aber ich muss schon schauen, ob ich Akku habe. So, neu starten. So, gut. Also, wir schauen nochmal auf den Club. Wir haben Gomez gekauft vom Man United mit einem 89 Potenzial und Moise Kean mit 84 Potenzial als Stürmer. Jo, mein PC, sagt mir. Naismith ist wieder weg. Monatliches Gang am Welt, obwohl hoffentlich das wird so gut wie das letzte, weil das letzte schon Oberhammer war. Mit denen zu. Kennst du mich noch? Bjaktus, jetzt heißt es GKM HD. Ja, ich weiß, eins noch für Schweden. Ich kack mir jetzt glaube ich die Eier, ganz ehrlich. Als der Ventura muss raus, sobald, wenn sie nochmal so einen Scheiß machen. Also wenn sie jetzt echt rausgehen wegen dem Scheiß, also dann Halleluja. Also, Bradley Thomas, nein. Morris, nein. Alexander, nein. Und Luis auch nicht. Und jetzt kommen wir in die Jugend schon schauen. Was? Sam Martin ist mal gestiegen. Und Willie Green auch. Oh, die sehen gut aus, du. So, schon schauen. Nein, ich muss in Creator Studio. Creator Studio. Was habe ich Aktus? Ich kann was lesen. E-Sport. Das klingt immer interessant. E-Sport klingt immer interessant. Bin jetzt in E-Sport vertreten. Im Pro Club als Goalie. Das muss ich mir erklären. Das check ich jetzt genau gar nicht. Wie du das genau meinst. Und wir machen weiter mit Martin. Rothaarig, egal, aber 91er Potenzial, das ist definitiv heftig. Da gehen wir schon da nochmal hier schauen. Salata. Aber niemand was. In so einem Lookman haben wir auch angeschaut. Dann da Mac Woodburn, Laszlo Benes, Belicki, Breton, Riley. Diaz haben wir angeschaut, Doyle haben wir nicht angeschaut. IB wäre interessant, kann weiter schauen. Dorsch, Asoro Flüchtel, genau. Tipptopp. So, jetzt sind wir noch etwa 3/4 Stunde gehen, auch bis Melli kommt. Aber 11, oh, nicht schlecht. Wird das so übertreiben und ich mal anführen. So, also, und da ist einfach mal niemand richtig in Form. Okay. Evans kommt raus. Klar kommt nochmal rein. Nein, ist mir verletzt. Birch kommt auch rein. Für so, und Wettmarkt ist 67 mittlerweile. Klar. Mittlerweile das sogar. Machen wir es mal so. Spiel will eben nicht allzu viel, sonst sind wir noch nicht im Start. Wir sind jetzt schon im September, aber es sieht einfach nicht gut aus. Und ich habe immer das Gefühl, dass Simulationen nicht gut sind. Habe ich das Gefühl, ich höre jetzt nicht, dass der Ton ganz abgeschaltet oder hört man mich auch. So. 1-1, Chaplin nicht, das ist nur, aber trotzdem, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, Green und Martin auch nochmal trainieren. Martin steigt da gerade sofort. Chaplin auch 68. Ah, jetzt müsste ich eigentlich fast McGee rausnehmen. Weil McGee bringt nichts, wenn man jetzt trainiert die ganze Zeit. Zardes, Arp. Kyle Bennett 800.000. Von Holstein Kiel.
Machen wir 1, 2, 5 draus. So. Nicht nur Wiederkaufsgebühr bringt mir gar nicht, weil ihr werdet dann nicht weiterverkaufen. Nein, ganz 11. Machen wir 1, 2. Wahrscheinlich wird er genau nicht rausspringen, weil er keinen Bock mehr hat. 1, 5, okay, gegen Angebot. 1, 1. Machen wir mal 1, 2, mal schauen, ob er entgegenkommt oder aufgeht. Ja, er geht auf. Okay. Mm. Bin nicht zufrieden. Gar nicht viel mit der Karriere im Moment. Peru. Oh, so, und versuch's mal so. Jetzt habe ich den Verschluss. Jetzt kommt der hat Insigne drin gelassen. Wie hat der gespielt? Mit Damian hat er gespielt. Der hat einfach mit Damian gespielt. Damian, der nichts anbringt. Ein Florenzi da draussen. Ein Bernadeschi. Portsmouth, Chaplin, 1-0. Geht doch. Perfekt. Abbrechen schon. Und dann nehmen wir ihn raus. Wenn wir den Martin haben und dann den Kini. Obwohl er ist auch noch raus, dann müssen wir Gomez verschieben. Entschuldigung, wenn das jetzt beim Ton irgendwie so völlig kaputt ist. Kauf geht wiederum, das verstehe ich nicht. Gehen wir mal schauen. Spielertausch. Der Flügelspieler, wer könnte man anbieten? Keins. Bennett. Bennett und 11 Millionen. Ja, wahrscheinlich. Alter, genau. Fick dich. Davies wäre wieder offen. Oh, Davies wieder offen. Wie viel kostet Davies? Sagen wir, Davies ist 1,7 Millionen. Wie viel Geld habe ich jetzt im Moment? Wenn ich jetzt irgendwann will ich ihn holen, fertig. Dann würde er im Winter oder glaube im... Nein, nicht. Never changing and
Changing Winning Team. Mein Motto zu diesem Spiel. Come on. Ich weiß noch. Ich muss spielen. Jetzt kommt Ben Close, weil er nicht spielt. Oh Gott. Ich will jetzt mal schon was anderes ausprobieren. Das ist 4-2-3-1. Also, dann probieren wir es mal so. Und Gomez kommt auf die 10er Position. Bennett kommt auf links. Kennedy auf rechts. Kennedy auf rechts, was gesagt so. Ja, Klaus, wenn du nicht spielst, kann ich nichts dafür. Sorry, du bist einfach scheiße. Dann schwimmen wir mal so, hey. Mal schauen, ob das was bringt. Ich hoffe es natürlich. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir selber spielen oder nicht. Weil jedes fucking Spiel jetzt noch selber spielen wäre einfach mühsam. Das erste Mal, was ich rausgehe. Also vielleicht das erste Mal. Ja, es geht doch. Chaplin mit 3 Goal. Jetzt plötzlich, vielleicht müssen wir die Position wirklich lassen und wir testen das in der Vorbereitungsturnier. Ich glaube, Kini nehme ich nachher nochmal raus und nehme Gomez hier. Porto an, ja. Porto ist an die Höchere interessiert, ja, soll er halt gehen. Wir bleiben gerade dran. Da habe ich immer noch jetzt Wattmark durch einen anderen. 0-0, okay. Wenn nur wenn er fit bleibt für das nächste Spiel am Dienstag. Nein, jetzt macht sich Gedanken, wieso nimmst du keinen? Also, Hausstrupp will spielen. Kannst von mir aus. Na, ob das was nützt. Ja, Bristol Rovers. Ich schaue jetzt mal, wie viel Italien spielt. Ich hoffe, sie verlieren nicht. Ehrlich. Eben nur 1-0. 3 Minuten noch. Die haben 6%.
Alter, die haben 6% Ballbesitz. 6 Schüsse, 2, 7 Eckball. 2-1, geil. Noch Gomez mit dem ersten Goal und Chaplin auch. Hm. So. Aber der fliegt aus, dafür kommt Gomez hier. Der Angriffsszenario, das finde ich das Beste eigentlich. Genau. Dann ist er gut im Steigspiel und so weiter. Zeigt das, was wir gerade machen. Nice. Jerry machen wir auf 70 und dann nochmal gehen wir auf Keen bis auf 70. Das mal mein Gedanke sicher für die nächsten Spiele. Nur jetzt 68, gut, wir halt die rechten Platz in der Hand. Also einfach jetzt gönnen. Wir haben 38 Spiele sind es, glaube ich. Danke für die Chance, ist gut. Dann haben wir dich gerade draußen. So, Bergs hat jetzt echt. Hast du jetzt echt als. Geil. Warte mal, komm da mal raus. Obwohl du kannst nicht bleiben. Du sollst was nicht ihr kommen, sicher. LM 66, nein, ist gut. 65er, nein, ist was, tipptopp. Nein, jetzt haben sie nicht geändert. Du kannst ZM spielen und da. So. Der hat die letzten 3 Spiele gewonnen. Aber gegen uns nicht. McGee verletzt, das heisst, wenn McGee jetzt länger verletzt ist, wer kommt zum Einsatz? Unser Martin. Mit einiges Potenzial im Goal. Sorge um McGee, okay, das ist nicht gut, wahrscheinlich eine Woche oder so. Lee verpflichten. Alter, heftig. Wie ist ein heftiger Spieler. Krass. Das hat lange gut. 6 Wochen Auswahl, okay, Martin wird aufgeholt. Es ist Zeit. Sam Martin ins Profiteam übernehmen. Sam akzeptiert. So. Etwas schon schauen. Welches Turnier ist es? Wo wir. Wir jetzt ein Fake Cup. Das ist aber nicht der, wo wir jetzt wieder spielen. Martin, ja. So, let's go. Martin spielt also das erste Spiel als Goalie von Portsmouth als Jugend. 17. Minute. 4:5 und er verletzt sich auch. 4:5 nach 11 Meter verloren. Oh, bitter, und er verletzt sich auch. Bitter. Er fällt noch für 3 Tage aus. China. Ja, so gesehen aus. Oh je. Mackie auch verletzt. Mackie raus. Das muss ja echt passen sein, oder? Ja, Pass muss natürlich hier.
Als ob. Manu. Manu. 90 plus. 2-1. Laufen verletzt. Nein, ist mir verletzt. Ja, leck mir am Arsch. Nein, ist mir 7 Tage. Löw 7 Wochen. Knöchel gebrochen. Ja, sie verlieren jetzt wahrscheinlich, oder? Länderspielpause gibt es eigentlich? Das ist schon jetzt erst gehabt. Hm. So. Gegen MK Donks. Die sind hinter uns, die Dinge. So, da muss schon schauen. Ich kann sagen, schon im Gruppenchat schauen, ob man irgendwas findet, aber... Ja. Das sind nicht gerade zufrieden, die Leute, die ich jetzt gerade... Also, die ich jetzt gesehen habe. Martin wäre sicher besser als Bass. So. Bessere Goal, aber nicht so in Form ist. Mal schauen, vielleicht ist er jetzt dann in Form. Als ein junger Spund. Kadans. Gegen Portsmouth. Später Spiel gegen Bradford. Letztes Spiel 3-0 verloren. Sonst zweimal 2-1 und dann 3-1 gewonnen. Naismith schießt in Führung und wir können mit 3-1 Chaplin mit Doppelpack. Schon wieder Doppelpack. Stopp. Nein, es lag nicht, oder? Nein, okay. Egal. Spiel gesperrt, du bist gesperrt. Matt Clark ist wegen der Karte gesperrt, okay. Jetzt spielen wir gegen Doncaster. Doncaster ist auf der Tabelle letzter. Das heißt, wir müssen können. So, Clark ist fällt im nächsten Spiel, deshalb wechseln wir jetzt mit Watmark so ab. Ich kann Gomez zusammen spielen, also ZM, nein, kann er nicht. Dann kommt er halt nicht Evans, sondern Rose, ja. So. So. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es auch hilft. Gegen den letzten müssen wir eigentlich können, also wenn da jetzt keine Punkte angeht, dann weiss ich auch nicht mehr. Aber wir kommen langsam an die sogenannten Podiumsplatz vorne an. Und sie können 1-0 verlieren wahrscheinlich, oder? Nein, 3-2 gewonnen! Weil Key in der 80. Minute das Goal schießt. Unser Neuzugang. Ganz stark. Und klar kann man das spielen, ist gut. Jetzt verstehe ich die 67er Bewertung jetzt mittlerweile nicht mehr, weil jetzt sind wir wirklich am Rasieren. Wir sind jetzt Platz 5, nur 2 Punkte hinter dem ersten. Ja. Ein Spieltag, wo die anderen 2 vorne patzen, dann müssen wir der Erste, also ich weiß auch nicht. Nachdem wir zwischenzeitlich 17 sind. Chaplin 69 noch 1 und dann kommt er raus. Watmark mittlerweile auch 68, Green und Martin sind auch brutal stark.
Bei Martin müssen wir langsam aufpassen, nicht, dass er überstark wird. Sonst überholt er dann langsam den McGee. Bradford wollte das fragen, was wolltest du fragen? Ah. Bradford im... Nochmal so... Danny... André, wie heißt der? Da. Bradford mal geben. Können wir mal versuchen, oder nicht? Geben wir mal so einem jungen Böschli wieder gegen Blackburn. Blackburn, Blackburn, Sieg gegen Plymouth Argyle, Unentschieden gegen Oldham Athletic und Niederlage gegen Blackpool. Da haben wir Blackpool haben wir gespielt gehabt. Im Cup, Carabao Cup, wo sind wir sind das? So, Leutwiler, geil. Deck verschissen, gehen wir ganz Eis nach vorne und verlieren wir jetzt wahrscheinlich. Na, 2-1. Schade. Das habe ich gemeint gehabt. Platz 5 immer noch. Schade. Danke für die Chance, ja, aber trotzdem. Jetzt ist mir schon erleichtert. Bin gar nicht zufrieden, mein Gott. Was magst du für mich? Alter, das hier ist nicht normal. Aber ich muss mal bei ihm mal Ding da ändern. Bei allen mal ein bisschen umändern. Jetzt machen wir so gegen Charlton, Oxford und die Obermannschaft, das spielen wir nicht. Spielen wir eben. So, komm, was kommt wieder? Ja. Du kannst auch wieder raus. So. Klar können das spielen. Aber. So. Nein. Der hat knallhart als erster 70er Spieler. Und von dem man noch wenig schon erwartet hat. So. Und Martin muss ein bisschen besser werden. So. Ich bin langsam mit Bradford. So, come on guys, jetzt aber hopp. Jetzt verlieren wir zweimal hintereinander. Top. Top, oder? Das geht gar nicht. Wieder das Sechste. So, Champions 70 bitte rechnen, dann komplett nochmal als andere. Green geht nochmal für und Gomez kommt auch nochmal für. Blackburn Rovers wäre sogar erster gewesen und wir haben simuliert gegen die Scheiße. Als berechtigte Mannschaft. Collins könnte man aufholen und Lee ist auch Torhüter, das glaube ich jetzt aber nicht. Als ob Lee auch Torhüter ist. Und Collins, was hat der für Antriebe? Stärke 76. Boah, den müssen wir züchten. Blöd gesagt, den müssen wir züchten, unbedingt. Ja, den was jetzt... verpflichten mal. Wir können immer noch absagen. Oh, der sieht ganz böse aus. Ja. Jetzt müssen wir die Zielvorgaben mal anschauen. Du.
India, ja, genau. Martinez können wir vergessen. Edwards, Stürmer Arp. Bellingham wäre halt wichtig, weil er könnte als Ersatz für Löw. So, bist du zufrieden? Ah, 5% und 9 Transfer machen wir halt. Auf 900 und dafür 10%. Hey, das Hin und Her, weißt du? Also die 150.000, weißt du, wenn du. Weißt du, die zahlen mit dem Preis-Double. Das ist gut, aber bitte. Alter. Moment, aber ganz ehrlich. Hin und her machen das Scheiß. Oh je. Und Italien hat verloren, oder? Krass, Scheiße. Oh! Japan hat 70 gereicht, krass. Ich bin ja nochmal gegen Blackpool. Löwe kann wieder teilnehmen und Mackie kann wieder teilnehmen. So, Chaplin bleibt, Gomez bleibt, Keith bleibt, Bennett muss raus, da Löw, nein, Löw kommt noch nicht zurück. Was macht Keane? Nur Stürmer. Kennedy könnte RM spielen. Oh, so. PC will sich, im Fernsehen will sich selber ausschalten, Dankeschön dafür. So.
Machen wir jetzt mal so. Wieso Martin jedes Mal nicht in Form ist, keine Ahnung wieso. Kannst du mich nicht fragen. So, jetzt aber Jungs, bitte führen, machen etwas. Chaplin los. Das Einzige, was wir können wählen, ist 4-2-2-2, aber wieder etwas anderes. Gomez und Keane. Die zwei neuen natürlich, wer sonst. So. Baue jetzt hinten mal an. Lee. Der Martinez. Der hat einfach McKee. Nein, noch nicht, aber bald. Überholt einfach McKee. Knallhart. Clark. Und. Watmark. Options. Jetzt mache ich einfach das. Kommt gerade ein Def hier. Ich bleibe jetzt mal für 2 Mal. Collins zählt gerade auf, den kann ich perfekt als ZDM brauchen. Vor allem wenn ich jetzt wirklich auf 4-2-2 wechsle, dann kann ich mit Watma und Ding arbeiten. Mit Watma und Collins. So, come on. So, Southend, wo sind die Tabellen? Wenn die weit unten sind, 11, also das müsste sie sein. Sorry, wenn sie jetzt nicht können, dann weiss ich nicht weiter. Martin, Thompson, Clarkson, Burgess, McCrory. Dann Kennedy und O'Keefe mit Watmore und Naismith und vorher Gomez mit Chaplin zusammen. Gomez 1-0. 2-2. Wir sind 2-0 in Führung gewesen. Das kann echt nicht sein. Ja. Nein, Hautrup, du hast jetzt schon mal gespielt, das langt, nein. Peterborough, was ist das? Peterborough. 17, also 17, sorry. Da kann ich noch nicht mal das Partner. Löw 67 wenn noch riskant. Martin kann man wirklich mal rausnehmen. Dafür ihn als Backup. Bennett, ja, keine Ahnung was der macht. Clark ist noch drin. Boah, Clark würde noch rausgehen, wenn jetzt Collins wirklich stark wird. Dann meine wirklich stark. Und dann geht auch Clark schon mal raus, das ist krass. So, come on Jungs. Bitte gönnt, ich will nicht verlieren. Und sicher kein Unentschieden. Ah, Jungs, was ist los? Gegen so Spiel musst du nicht mehr gewinnen. Hüsche leidet. Das letzte schon passiert. Jetzt sind wir wieder rausgekommen. Oh Mann. Warte mal 70. Lee 64. Löw immer noch verletzt. Nein, Löw kann nicht gesetzt werden. Perfekt, Kennedy eher. Lalkovic raus. Kennedy führen. Come on, jetzt Jungs, kommt. Come on, come on, come on, come on.
Oh je. So, komm on. Also Gomez. Wir verlieren 2-1, das kann ja nicht sein. Immer in Führung und dann wieder rausgehen. Meine Fresse. Ja, da waren es mir gar nicht. Emirates Cup, das ist das, was uns wichtig ist. Was uns wirklich auch interessiert, was uns wirklich wichtig ist. Was Rückrunde muss, also wir müssen im Winter einkaufen. Und zwar viel einkaufen. Die beiden Goalies, die wir verkauft, tun gerade noch auf die Transferliste. Sega weg. Collins 58, perfekt. Alter, wie viele Leute ich jetzt mittlerweile da drauf habe. Das sind ja nicht. Da habe ich doch beobachtet mal. Card Records. Das haben wir. Marina Schunkland. So. Come on. Embolo spielt bei Benevento, als ob. Als ob. Nein, das ist schon extra Zustand dafür, wenn er nicht bekommt. Ähm. Wollt mit Leihe beenden? Wieso sind die alle plötzlich ausgelehnt? Als ob die alle ausgelehnt da sind. Scheiße. Wir müssen da nochmal schon einen Vertrag verhandeln. Oh je. Scheiße, das habe ich mal gesehen, wie viele Leute da noch. Boah, ein Jahr, Kollege. Boah, Alter, als ob du jetzt plötzlich. Nein, 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 nein. Kollege, du kassierst jetzt vielleicht 5000 höchstens, geht's noch?
Close. Auf Transferliste. May. Auf Transferliste. Washington. Auch verlängern, aber der wird. Sag mal. Akzeptiere. Kann man weiterkommen. Also. Rose muss ich auch natürlich Patrick Sudaniger hier. Ja, du hast das so verheft. Ja, wegen einem 1008 jetzt. Weiter, Rose ist auch gut. Naismith. Zumal den Vertrag verlängern. Ey. Als ob du 20 Goal schießt, ist erst gut. Lalkovic will ich nicht verkaufen. Gleich über Bradford. So, und die anderen sind so noch am Auslehnen. So. Das nächste Spiel werden wir spielen. Wahrscheinlich auch als letztes Spiel für heute. Mal schauen, wie das zeitlich geht. Boah, was ist da jetzt los mit den Talenten? Hey? Ist wieder ein Goalie. So, wir gehen die. Ich gucke es nochmal hier. Wie viel auswärts also? Warten wir auswärts die Kraft spielen. Oh, Martin hat hier.
So, let's go. Ah, da hätte man schon mal spielen werden. Red FA Cup hat definitiv das Logo. Jawohl, Gott doch. Das wenigstens mache ich schön aus da. Gefällt mir. Frank Bouchard, ein paar Fuß, Spielkoordinator. So, komm mal. Auswärts in Liedwood. Hier schon mal mit Gomez spielen und mit Chaplin, wo es so gut ist und vorher läuft schon. Kief. Oh, shit. Die Trikots von Fleet Town, die sehen völlig von so weitem sehen genau aus wie die von Arsenal. So, Smith. Schön durchgesetzt. Gomez verteilt die Ball wirklich schön. Nochmal runter. Gomez. Ach, jetzt lang durch. Oh, recht zurückgeholt. Ui, das wird ein gutes Spiel davon. Also ein gutes Spiel, das wird. Wenn der Gomez sich so gut durchspielt, du leck mir. Oh mein Gott. Alter, ein Konter gesetzt, gell. Jetzt rechts ist es so knapp. Und ist so. Gomez, sehr schön gemacht. Ach, Gomez ist schnell. Gomez ist rund. Okay, aber körperlich mal 0. Schön gemacht. Nein. Oh, shit. Oli. Echt vielleicht anhocken. Also wieder am Boden hocken, dann ich habe es fixiert besser. Wenn es ein bisschen unlogisch ist. Nein. So, perfekt. Chaplin, lauf. Lauf, mein Gott. Jawohl. 1-1. Schön. Auch vom Gomez, dass er ihn gesehen hat. Und das wäre das für eine Blamage wurde. Hey. So. Kann man sich das letzte Spiel noch beenden, der Stream. Wie langsam merke ich, wie ich müde wird. Wochenende weiss ich noch nicht. Ich muss betten, dass Meli nett ist. Nein, Scherz. Ich weiß es halt noch nicht. Wenn wir Zeit haben, werden wir morgen einen Halbschnass und wirklich Chill-Tag mal und ein bisschen lernen. Oh,
Gomez ist, wirklich wenn der Gomez sich so weiterentwickelt, wie der Mann spielt, so Hammer. Nein, was ist jetzt schon? So, komm on. Im Emirates Cup weiss ich, dass es keine Verlängerung gibt, es gibt einfach ein Wiederholungsspiel. Das wäre dann bei uns die High, also wäre es nicht mehr schlecht heim. Schade. Löw. Das FIFA da einfach nicht mehr. Richtig scheiße. Oh. Mal gut machen. Gomez, wieso laufst du nicht? Ja, Gomez lauf. Gomez. Oh. Holy. Nein. Ja, ach so. Warte mal ganz stark. Nein. Ja, mal hat der perfekt aufmachen können. The referee has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. So, come on, so die Halbzeit. Mal Vollgas geben. Let's go, Jungs, kommt. Jetzt durchschützt. Ah, schade. Die Chatten sich gerade nicht okay, Leute. Nein.
ich kann mich jetzt irgendwie vor allem konzentrieren. Das ist schon nervig. Oh, ja, Chaplin ist halt. Was da sogar ein bisschen zu Würmli. Evans. Ah, das ist. Ja, da ist da einer. Hi. A reminder that foul and abusive language will not be tolerated in the stadium. Thank you. Klar bin ich so hinter so anfällig. Aber ich kann eigentlich erwarten, dass mir Stürmer als IV gibt. Das ist typisch EA. Für was hat man einen Assistent und einen Schießer gemacht? Gomez geht doch. Sag man. Jetzt haben wir Kennedy noch eingebracht, das heisst, hinten müssten wir jetzt stabiler hocken. Mit einem Stürmer weniger hinter ihnen. Dafür Bennett, warte mal, geht zurück. Ah, nein. Jawohl! Gerade der Doppelpack. Goal for Portsmouth. Number 19, Connor Chaplin. Gut, das ist ein bisschen Botzeit am Wechsel. Muss auch ehrlich sein. Nein. Oh nein, Mann. Oh komm, es hat einen brutalen Eintritt von... Ah. Ein brutaler Antritt, vor allem als junge... als ZPM. Nein, was macht er? So, komm on. Ashley Hunter. Ashley schon eine Frauen an, oder? Nein. Oh, wo ist er? Links verteidigt Evans. Wow. Substitution for Greenwood Town. Coming off the pitch. Number 38, Bailey Cargill.
So, und drüber gewechselt. Replaced by number 11, Bobby Grant. Substitution for Portsmouth. Coming off the pitch, number 17, Dion Donahue. To be replaced by number 20, Nathan Thompson. Ja, der eigene Schild blockiert, der andere. Knapp ist der. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Das Löwe. Jawohl, Löwe. So. Ich würde sagen, wir beenden hier alles Stream, aber wie gesagt, hoffen wir, vielleicht sehen wir uns die Woche und sonst nächste Woche wieder am Freitag. Bis dann und ciao zusammen.